Wenn ich diese Saugmotoren sehe und höre vor allen Dingen und die Drehzahlen, die sie erreichen, es ist tatsächlich eine faszinierende Welt. Und ich glaube, wenn man noch heute irgendwo an der Strecke steht, wenn man so im Rallye-Sport in San Remo irgendwo in so einer Schlucht die Fahrzeuge hochkommen hört, über die Spitzkehren und die drehen dann bis 8.000, 9.000, das ist einfach phänomenal und das ist einfach Gänsehaut. Und dass das die Turbomotoren so nicht mehr ganz können, das, glaube ich, hat auch die Formel 1 schmerzlich erleben müssen, dass man das so nicht 1:1 transportieren kann. Es war halt diese Technik, die war zu der Zeit phänomenal gut. Man hat sie bis an Grenzen gebracht und sie hat, sage ich mal, wenn man ein Sportfahrzeug sieht, dann glaube ich, haben sie immer noch manche Dinge, die auch heute noch zählen würden. Aber dieses breite Band zwischen Abgasverbrauch und Sportlichkeit, da haben sie natürlich irgendwo ein paar Ecken, wo sie nicht mehr hinreichen können. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Hahn, danke fürs Einschalten und hier ist heute Teil 2 mit meinem Gast Wolfgang Nese, dem Mann, der bei BMW M lange für nichts Geringeres als die Motoren verantwortlich war. Heute reden wir endlich über die Entwicklung eines Motors für ein Auto, das auch mit M anfängt, nämlich den McLaren F1, und außerdem reden wir über seinen erneuten Wechsel zu BMW Motorrad und was für Grundlagen er bei den Motoren dort gelegt hat. Außerdem reden wir über die Getriebeentwicklung bei BMW und sein aktuelles Projekt für Rhein, wo er den Porsche 997 GT3 Motor auf luftgekühlt umbaut. Könnt ihr euch das vorstellen? Gleich hört ihr es. Viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Wolfgang Nese. Wolfgang, bevor wir zum McLaren Motor kommen, hast du irgendeinen S50 Motor im eigenen Fuhrpark? Ich habe einen E36 M3, die ersten, also mit dem 3-Liter-Motor. Da war ich jetzt gerade in Hockenheim, zur Youngtimer Trophy auf der Rennstrecke. Und den bewege ich immer noch mal wieder und auch mit meinem Sohn zusammen. Ah, cool. Und hast du sonst noch irgendwelche alten Rennautos? Ja, selber aktiv gefahren bin ich bis vor kurzem oder will das auch weiterhin mit dem E30 M3. Habe ich auch ein echtes Gruppe A-Auto mit ganz, ganz vielen Original ProDrive-Teilen, wie sie damals im Rallye-Sport gefahren wurden. Und den habe ich hauptsächlich in Italien im Rallye-Sport, teilweise in der Rallye-Europameisterschaft eingesetzt, in der historischen. Oh, okay. Da habe ich einen weiteren Sohn, der mit mir das zusammen macht und der mich als Beifahrer begleitet. Das klingt auf jeden Fall unterhaltsam. Ja, da ist man gut beschäftigt mit Wartung und was man dann eben auch alles selber machen will. Ab und zu fällt da mal wieder was ein, was man verbessern könnte. Aha, was wird an den Motoren verbessert? Ja, ich sag mal, bei dem E30 M3 Gruppe A, da darf man ja tatsächlich einiges machen. Natürlich gibt's da mittlerweile Nockenwellen, die schon noch ein Stück über den hinausragen, was damals gefahren wurde. Da sind einfach die Berechnungsverfahren noch mal besser geworden in Kombination mit der Schwingungsoptimierung der Ventilfedern. Aber ansonsten ist er ziemlich original mit den Teilen, wie ihn damals ProDrive in der Weltmeisterschaft gefahren ist. Wer war der Fahrer damals auf dem Wagen? Also damals war es Bernard Bégois, der gefahren ist. Da kommen ja auch damals dieser ganz historische Sieg gegen die Allradler auch auf Korsika. Da war ja Asphaltrallye, da war dieser Nachteil des Heckantriebs war eben auf Asphalt nicht eklatant. Ja. Und da war es ja tatsächlich eine sehr starke Konkurrenz und auch später in den Ländern wie Frankreich, Belgien, Spanien, wo Rallye-Sport viel auf Asphalt gefahren wurde, wo es eine Asphaltmeisterschaften gab, sind ja die bis Mitte in der 90er Jahre noch erfolgreich gefahren. Gibt's ja dieses ganz schöne, wer sich sowas mal anschauen will, von Patrick Snyder, so ein Video bei der Manx Rallye. Ist wirklich sehenswert mit dem Fahrzeug, was da möglich war. Ich verlinke es. Und die kann man bei der italienischen Meisterschaft fahren sehen. Nochmal. Ja, also es gibt eine historische Meisterschaft für den Rallye-Sport. Da ist Italien, Frankreich natürlich historisch sehr stark. Und es gibt auch eine Europameisterschaft seit Jahren
im Rallye-Sport. Und da habe ich angefangen mit dem 911er Porsche, mit dem 3-Liter Carrera zu fahren in 2014. Und zuletzt bin ich vor 1,5 Jahren mit dem M3 gefahren in Italien. Was fährst du lieber, Porsche oder M3? Also ich sag mal, im Rallye-Sport, der M3 ist auf jeden Fall das einfacher zu fahren, der Auto, spielerischer zu fahren. Und warum ich gewechselt habe, ja, es war wahrscheinlich dann doch meine eigene Geschichte, meine Historie zusammen mit dem Fahrzeug, das man selber auch mitentwickelt hat, wo man die ganzen Renngrößen damals gesehen hat, die es bewegt haben. Das nun selber fahren zu dürfen, ist natürlich schon ein besonderes Ereignis nochmal. Das kann ich mir vorstellen. Also jedes Mal eine Gänsehaut schon beim Einsteigen bekommen, meines eigenen Anteils daran. Wie viel Leistung hat ein M3, kann man das sagen? Also der Gruppe A, die haben so knapp über 300 PS. Okay. 300, 310 so in der Größe. Ja, vielleicht auch noch untertrieben, oder? Ja, also im Rallye-Sport in der Tat, weil es ist ja nicht nach DTM-Reglement. Also wir müssen ja tatsächlich den Serienkrümmer fahren, wir müssen die Seriendrosselklappen auch in der Größe fahren. Okay. Es waren ja im Rallye-Sport nicht mal die 500er Homologationen erlaubt. Man hat ja auf der Rundstrecke konnte man ja, da gab es ja für den M3 den Evo 1, Evo 2 genau, und den Sport Evo dann. Das waren ja immer die 500er Serien, wo man wieder neue Teile nachhomologieren konnte. Und das war im Rallye-Sport nicht möglich. Also da ist es wirklich das Basisauto von 1986 mit den damals homologierten Teilen. Okay. Deswegen liegen die in der Leistung ein bisschen drunter. Jetzt kommen wir zu einem Motor, wo ich mir nicht sicher bin, ob du das Auto drumherum hier auch irgendwo stehen hast in der Garage. McLaren F1. Schön wär's. Schön wär's. S70. S70-2 ist das Zauberwort. Ein Auto, da habe ich schon ganz oft drüber gesprochen im Podcast, irgendwie zum Glück auch schon mit einigen Beteiligten reden dürfen. Und du hast das Herz von diesem Auto entwickelt oder warst dafür verantwortlich, den Motor des McLaren F1. Wie ist es zu diesem Projekt gekommen? Im Grunde, wie der Name schon sagt, 70.2 gibt es auch ein 70.1, der Beginn dieser ganzen Geschichte war. Der Traum von mir, von vielen anderen bei der BMW Motorsport war natürlich immer, ein eigenes Auto wieder zu machen, so wie der damalige M1, einen wirklichen Sportwagen zu entwickeln, den wir selber produzieren. Und im Rahmen der Entwicklung des S50 B30, also des Sechszylindermotors für den E36, kam ihm der Gedanke, der im Werk laufende 12-Zylinder war ja geometrisch vom Zylinderabstand identisch. Das heißt, die Köpfe haben ja so ganz grob auf diesen 12-Zylinder-Block draufgepasst. Und diese Überlegung zu sagen, dann machen wir einen eigenen Block mit diesem Stichmaß, verwenden diese Sechszylinderköpfe und bauen unseren eigenen 12-Zylinder, die war natürlich faszinierend. Und so ist so ein Untergrundprojekt gestartet, in dem wir einen BMW 8er begonnen haben umzubauen. Und der war mit vielen, vielen Leichtbaukomponenten versehen. Der hatte Aluminiumstruktur teilweise, der hatte GFK, CFK-Teile für Türen, für Hauben, also ein wirkliches Leichtbauauto. Und da kam eben dieser von uns entwickelte 12-Zylinder rein. Und wir sind relativ weit gekommen mit diesem Motor. Der hatte einige Features auch, wie der hatte keine normale Drosselklappenanlage, sondern da haben wir schon Walzenschieber verwendet. Also quasi ein rundes Teil, das sich in der Sauganlage dreht, sodass bei voller Öffnung der komplette Querschnitt freigegeben wird, ohne dass da irgendwas im Weg steht. Der hatte noch vorgeschaltete Drosselklappen davor, dass man diese Walzenschieber besser dosieren konnte, war relativ komplex aufgebaut. Und dieser Motor lief am Prüfstand und der hatte schon deutlich über 600 PS, soweit ich mich erinnere, war also startbereit. Und dieses Projekt wurde dann aber gekippt. Wer wusste von dem Projekt und wer hat's gekippt?
Also in der Motorsport wussten nicht alle, denke ich, aber einige wenige wussten davon. Und soweit ich das damals mitbekommen habe, war es der Herr von Kuenheim, der gesagt hat, nee, also das braucht man nun wirklich nicht bei der BMW. Und es war vielleicht auch eine Zeit, wo vielleicht ein bisschen mehr Understatement gefragt war. Und so haben wir das Projekt dann, ist es bei diesem einen Prototypen geblieben, der war lauffertig entwickelt. Das Fahrzeug lief tatsächlich, aber er ist dann in den Hallen verschwunden, verstaubt. Und müsste ich mal wieder raussuchen. Ich glaube, okay. Irgendwo mal ist er wieder aufgetaucht. Irgendwo in einem Zeitungsartikel habe ich mal einen Bericht drüber gefunden, dass man ihn wieder rausgeholt hat und wieder gezeigt. Aber ja, es wurde nie an die große Glocke gehangen, dieses Projekt. Und ja, jetzt hatten wir einen Motor und das war die eine Seite. Und auf der anderen Seite gab es die Firma McLaren, die diesen Supersportwagen bauen wollte. Und durch diese, soweit ich das weiß oder mitbekommen habe, durch diese Formel-1-Verbindung mit McLaren war für sie eigentlich ein Honda-Motor vorgesehen. Also sie haben Honda angesprochen, zu sagen, ob sie diesen Motor für einen Supersportwagen entwickeln könnten. Und Honda hat angeblich abgesagt. Und jetzt war natürlich die Tür offen, die Verbindung. Gordon Murray war bei McLaren, der vorher diesen Brabham Formel 1 designt hat oder entwickelt hat, verantwortlich fürs Fahrwerk. Der kannte natürlich sehr gut unseren Chef Paul Rosche. Und darüber kam wohl diese Verbindung zustande, uns zu fragen. Und glücklicherweise in dem Fall hatten wir ja eigentlich schon einen Motor in der Schublade, der in vielen Aspekten schon dem entsprochen hat, was McLaren sich vorgestellt hatte. Mhm. Ich habe bei einem Oktoberfestbesuch angeblich. Also da war ich jetzt leider nicht dabei für diesem Event. Also, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwie so stattgefunden hat. Ja. Und auf jeden Fall, nachdem wir natürlich riesig enttäuscht waren, dass dieser Achter nicht weitergeht, dass dieses Projekt eingeschlafen war, kam dann die positive Botschaft, ne, wir verwenden auf jeden Fall den Motor weiter und wir haben da ein Projekt, wo wir den einbauen können. Und wie ist das bei dir quasi gelandet? Also ist Paul Rosche zu dir gekommen oder gab es ein Meeting mit Gordon Murray, der den Wagen vorgestellt hat und gesagt hat, da muss der Motor reinpassen? Also das erste Treffen war ganz sicher eher im kleinen Kreis, erstmal auszuloten, ob wir das machen können, machen dürfen, mit einer Fremdfirma zusammen. Und dann gab es der Reihe nach mehrere Treffen in München und auch in England, wo wir insbesondere Gordon Murray getroffen haben, seine Vorstellung von dem Auto. Und ich meine, es war interessant, weil ich habe den Gordon Murray so kennengelernt, er konnte das bildhaft erzählen, aber er war auch ein ganz begnadeter Zeichner. Mhm. Also wenn er irgendetwas zeigen wollte, uns Ingenieuren, und man sagte immer, ein Ingenieur ohne einen Stift in der Hand und der ist nur ein halber Ingenieur, also er hatte wirklich auch ein schon fast künstlerisches Talent, diese Vorstellung, die er hatte, zu Papier zu bringen mit kleinen Skizzen. Und darüber kamen wir uns eigentlich schnell näher zu sagen, was sind seine Vorstellungen, was können wir bieten. Und ich meine, unser Englisch damals, sage ich mal ganz ehrlich, das war nicht immer das Allerbeste. Das war damals noch nicht so, dass jeder verhandlungssicheres Englisch konnte. Ich glaube, Paul Rosche konnte ganz gut die Fachausdrücke, aber ansonsten war es auch sehr bayerisch gefärbt. Aber über dieses, sage ich mal, vielleicht auch persönliche Kennenlernen und dieses Beieinandersitzen, das Skizzieren können, was man will, kamen wir eigentlich schon sehr schnell zusammen zu sagen, ja, das können wir auf jeden Fall bieten. Okay, und wie viel Motor war schon vorhanden und wie viel musstet ihr noch an Arbeit da reinstecken, um den Motor für den McLaren F1 zu applizieren? Also ich denke, vom Motor selber war natürlich die Einbausituation eine komplett andere. Wir hatten vorher ja den Frontmotor, jetzt hatten wir ein Mittelmotorfahrzeug.
Es war ein ganz anderes Getriebe drin, mit einer ganz anderen Kupplung und die Abgasanlage natürlich an einer ganz anderen Position einzubauen. Also von der Seite waren es schon deutliche Änderungen und sagen wir, der Gordon Murray, der konnte schon, sage ich mal, in den Punkten sich durchsetzen und auch Druck machen, wenn es um das Thema Leichtbau ging. Ja, okay. Also überall da, wo er auch drauf schaute und sagte, naja, also da könnte man es vielleicht auch ein paar Gramm noch mal rausnehmen oder das könnte man auch aus Magnesium machen oder haben wir natürlich auch Teile wieder neu designt, neu entworfen. Der Motor ist ja tatsächlich dann, glaube ich, doch relativ leicht geworden für diese Hubraumgröße, auch wenn ich das genaue Gewicht nicht mehr im Kopf habe. Und es wurde eine Aluschwungscheibe entwickelt für den Motor, mit einer leichten Mehrscheibenkupplung und viele, viele Dinge, die jetzt spezifisch für diesen Sportwagen wichtig waren. Und die nächste große Herausforderung war natürlich, dieses Fahrzeug musste ja auch zugelassen werden. Also diese Erfahrung, einen 6-Liter-Motor mit 12 Zylindern und dieser Leistung homologieren zu können nach den neuesten Abgasgesetzen, war natürlich auch eine ganz große neue Herausforderung. Gibt es denn nicht so Einschränkungen bei der kleinen Stückzahl? Die Abgasgesetze sind immer gleich. Okay. Hat er einhalten müssen. Okay. Also die damals, ja, also das auf jeden Fall. Und wir haben aber, sagen wir, eine große Hilfe zu der Zeit, ich habe das vorhin schon mal angesprochen, das Thema Steuergeräteentwicklung. Anfänglich, unser Motor war ja noch mit Bosch-Steuerung aufgebaut gewesen, unser Prototypenmotor. Und dann kam irgendwann wohl auf Drängen von Ron Dennis, hat er gesagt, nee, also das für so ein Projekt, da muss diese TAC-Motorsteuerung rein. Das ist Rennsporttechnik, das verkauft sich besser und naja, am Anfang waren wir sehr, sehr skeptisch, weil wir gesagt haben, naja, Rennsport auf der einen Seite, aber was haben die Ahnung, was so ein Serienmotor können muss? Ja. Und da kam es dann auch zum ersten Treffen. Da war der Dr. Zucker mit dabei, der hat damals die Firma TAC Electronic zumindest technisch geleitet. Und eine ganz imposante Persönlichkeit, muss ich im Nachgang sagen. Und wir durften nichts von dem preisgeben, was natürlich Bosch in seiner Motorsteuerung drinnen hat. Wir konnten den ja nicht hinlegen und sagen, schaut mal her, Bosch macht das so. Das war ja Firmengeheimnis. Also kam er zu uns und hat so mehr oder weniger offen gefragt, was braucht ihr denn? Und das war jetzt natürlich ganz anders als vormals mit Bosch. Da haben wir eher drängen müssen, was wir gerne hätten. Und jetzt kommt jemand zu uns und sagt, was braucht ihr denn? Ja. Und so haben wir dann angefangen zu erklären, von einfachen Kennfeldern und Dingen, das ist ja nicht so komplex. Und dann hat er auch wieder, er war auch so ein Talent, der hat zugehört, dann haben wir schon Skizzen gemacht, sein Kennfeld gezeichnet, hat er gesagt, wie viel, so ein XY-Diagramm, wie viele Stützstellen, dann haben wir ganz bescheiden oft gesagt, naja, 12 mal 12 vielleicht. Ah, das ist doch kein Problem, ihr könnt auch 24 auf 24 haben oder Steuergerät des Platz, also ganz anders als bei Bosch, wo dann immer, ja, da sprengt den Rahmen und also es war eine tolle Geschichte, jetzt einfach nach unseren Wünschen ein Steuergerät designen zu dürfen. Und ich muss auch andersrum sagen, wir haben einiges gelernt über ihn auch, weil wenn man ein Bosch-Steuergerät zu der Zeit nimmt, also heute ist es ganz sicher anders, dann war das so, wenn zum Beispiel ein Sensor ausgefallen ist, ein Temperatursensor, dann erkannte der zwei Zustände. Das war Kabelbruch oder Kurzschluss. Das hat man am Signal gesehen und dann hat er gesagt, na gut, wenn eins von den beiden vorhanden ist, gehen wir auf irgendeinen Ersatzwert. Und in den Rennsteuerungen oder in dieser Taktmotorsteuerung war das dann alles so gelöst, dass man nach Plausibilitäten das hin geprüft hat.
Also wenn nach einer bestimmten Laufzeit, kann ja nicht sein, dass eine Motortemperatur, die mal 60 Grad hatte, plötzlich wieder auf minus 30 fällt oder schlagartig auf plus 130, sondern haben wir gesagt, okay, dann schauen wir uns mal den Öltemperatursensor an und die Laufzeit und dann weiß ich ja so einen Korridor, wo die nur sein könnte. Da hat man nach Ersatzwerten gesucht, mit denen man steuern könnte. Und also es war weitaus komplexer aufgebaut, aber damit auch, sagen wir, viel zuverlässiger, weil man immer einen plausiblen Ersatzwert hatte, der einer ähnlichen Größenordnung war, wie wahrscheinlich auch der tatsächliche. Und so haben wir dann, sage ich mal, aus diesem Muss heraus eine neue Motorsteuerung jetzt auch noch mitentwickeln zu müssen. Viel gelernt für dann auch die weiteren Projekte, die wir im Hause hatten. Also es war, sag ich mal, glaube ich, der Grundstein dessen, dass wir dann für den S50 B32 eine eigene Motorsteuerung hatten und auch für die weiteren Projekte wie das automatisierte Getriebe, das dann kam. Auch da hatten wir einfach Erfahrung selber als Applikateure, aber eben dann auch in-house die Expertise, diese Dinge programmieren und auch von der Hardware entwickeln zu können. So fast wie so ein Berufspraktikum bei TAC gewesen dann. So gesehen haben wir doppelt von einiges gelernt und wie gesagt, Gordon Murray selber in seiner Person, er war jetzt sicher nicht der Motorenmann für uns, aber ich glaube, wenn ich den Paul Rosche nochmal sehe und den Gordon Murray, so unterschiedlich wie sie auf der einen Seite waren, sie hatten beide ein wahnsinnig gutes Gefühl für Technik. Also dieses Spüren, bevor man etwas jetzt fertig auskonstruiert oder berechnet, zu sagen, das könnte gehen, das geht in die richtige Richtung oder eben auch nicht. Und ich glaube, darüber haben die sich auch so gut verstanden, obwohl sie eigentlich so als Grundtypus ziemlich unterschiedlich waren. Ja, wirkt so. Als du die beiden live erlebt hast, oder Gordon Murray und Ron Dennis, was hattest du für einen Eindruck von denen? Also Gordon Murray hast du jetzt schon gesagt, brillanter Zeichner auch und Erklärer. Aber war das so, ich meine, das sind ja irgendwie schon so Motorsporthelden eigentlich gewesen, ne? Ja, ich sag mal eher, soweit ich das weiß, er hatte ja eine Mechanikerausbildung, er hat dann studiert, er ist selber Rennen gefahren in jungen Jahren, er war halt so eine richtige Motorsport-Ikone, der sich da hochgedient hat, über Brabham und dann McLaren. Und er war so eine, ich sag mal, für mich auch eine schillernde Figur in der Richtung. Ich glaube, er ist auch ein begabter Musiker. Er hat auch in einer Band gespielt und kannte irgendwie Mitglieder von Pink Floyd und Rolling Stones. Und wir waren mal zu ihm zu Hause eingeladen auf seinem Landgut und da standen da irgendwie seine Musikinstrumente hingen da rum und so. Er war halt eher so der Techniker und der Künstler, so vom Eindruck her, den er hinterlassen hat. Und der Paul Rosche ist einmal ein lebensfroher Mensch, Motorsport fasziniert, aber vielleicht eher an manchen Dingen ein bisschen nüchterner, so was so die Technik betroffen hat. Ja. Und Ron Dennis, dann so der kühle Kaufmann. Der war sicherlich der kühle Kaufmann. Da steckten ja auch andere Geschäfte dahinter, die in so einen Formel-1-Rennstall zu leiten, ist sicher auch nicht ganz einfach. Also der, glaube ich, war zu der Zeit dann schon eher der mit dem Rotstift aufgeschaut hat und dass sich das Ganze irgendwie rechnet. Also war auch wieder eine andere Persönlichkeit. Ja, ich habe schon mit Adolf Promisberger ein Interview führen dürfen und der hat auch gesagt, dass die Zusammenarbeit nicht immer ganz einfach war zu der Zeit. Ja, natürlich. Es waren ja auch ein Stück weit unterschiedliche Interessen vorhanden, ja, ganz klar. Aber für mein Gefühl zumindest, also mit dem Gordon Murray in diesem Dreieck, Gordon Murray, Paul Rosche, unser Projektleiter in der Konstruktion, der Schulte Vorwig und wir vom Versuch her. Also wir kamen eigentlich, glaube ich, gut miteinander aus. Ja, weißt du eigentlich, was so ein Motor gekostet hat? Oder sind das so geheime Zahlen, also, die ich erst recht hören will? Ich weiß es tatsächlich nicht. Das habe ich mich mal so gefragt, weil das muss ja eigentlich bei der Stückzahl ein irrer Preis gewesen sein.
Es waren schon viele, viele wertige Teile dran und manche tatsächlich in Kleinststückzahlen, wenn man die aus einem anderen Material gegossen hat, oder der Trockensumpfmotor, das Zylinderkurbelgehäuse. Ja. Es war ja nicht, wie viele glauben, oder manchmal habe ich das auch gelesen, dass der Motor das Zylinderkurbelgehäuse von dem Serien-12-Zylinder hatte, beileibe nicht. Also es waren alles, ich glaube, im Endeffekt war kein einziges Teil von diesem Serienmotor mehr übergeblieben. Das wäre auch noch eine Frage gewesen, denn den 12-Zylinder hat ja Adolf Fischer entwickelt. Ja. Damals bei sich im Keller noch die Urversion. So da gibt es ja die gute Geschichte auch, das ist auch so ein ganz spezielles Untergrundprojekt. Und ja, ich habe da auch schon beide Versionen gelesen, dass da nicht viel übereinstimmt und dass der eigentlich auf dem Motor basiert, aber der basiert tatsächlich gar nicht. Das nur das Zylindermaß und der Winkel. Also wenn man jetzt wirklich nach Gleichteilen suchen würde im Ersatzteilkatalog, wenn es den noch gibt, also ich glaube, da wird man so gut wie keinen Teil finden. Mhm. Das ist ein eigener Motor gewesen, der natürlich durch den Zylinderabstand sich so fertigen ließ und natürlich den Vorteil hatte, dass der schon in Entwicklung im befindliche Sechszylindermotor mit seinen Köpfen, die passten dann mehr oder weniger da drauf. Okay, so. Nicht so viel gemeinsam, das stimmt. Nein, also mit dem M70-Motor ist da an Teilen, mir fällt keins ein. Habt ihr den Motor nur auf dem Prüfstand getestet oder habt ihr den auch doch nochmal vielleicht in so einen Achter eingebaut, um ihn mal selber fahren zu können im Auto, oder? Also in dem Achter war der selber nicht mehr drin. Wir hatten eine gewisse Erfahrung von unseren Prüfstandsläufen, von unserem Achter so ein bisschen. Man hatte den Prüfstand zum Erproben und ansonsten die restliche Erprobung war dann tatsächlich im McLaren drin. Warst du mit dabei, als er das erste Mal gelaufen ist? Also als das erste Mal lief, auf jeden Fall. Also ja, nicht auf dem Prüfstand, sondern im Auto? War ich mit dabei. Okay. Aber dann auf den Erprobungen, also es war sehr, sehr restriktiv natürlich, wer den fahren durfte und auch nur das wirklich Notwendige. Insofern, ich bin mal ein paar Meter mitgefahren, auch wenn ich es, glaube ich, nicht hätte dürfen. Aber ansonsten waren es wirklich nur die Leute, die bei uns fahren mussten. Also bei mir in der Gruppe der Roman Scherhardt, der die Applikation gemacht hat, der musste natürlich dieses Fahrzeug bewegen. Wie hat dir überhaupt der Wagen insgesamt gefallen? Das war ja schon damals eine Erscheinung eigentlich, ne? Es war natürlich ein faszinierendes Fahrzeug, weil ich selber bin ein absoluter Leichtbaufan. Also für mich, was auch Motorenkonstruktion betrifft, aber natürlich auch Fahrzeuge, ich schaue immer irgendwo hin, wo noch Gewicht rausgeht oder wo man irgendwas einsparen könnte. Und dieses Fahrzeug hat es ja fast in Perfektion verkörpert. Also natürlich das Kohlefaserchassis, ich glaube das erste überhaupt in einem Serienwagen, das man noch vor Ferrari, glaube ich, hatte. Und Gordon Murray natürlich in Person, der hat ja selbst so ein Türscharnier oder so, er hat es halt skizziert. Und dann hatte er eine ganz lange Liste und da stand für jedes Teil, wirklich für jedes Teil, stand ein Gewicht hinten dran. Das hat er mal so abgeschätzt in seinem Bauchgefühl, was darf ein Türscharnier, was kann das wiegen. Und ich habe mal nur die Geschichte gehört, dass dieses Türscharnier mehrmals konstruiert werden musste, weil er jedes Mal gesagt hat, das muss leichter gehen. In meiner Liste steht es hier mit so und so viel Gramm und da muss noch was gehen. Das kann nicht sein. Und mit dieser Konsequenz aber auch ist das ganze Fahrzeug so leicht geworden. Aber also das ist, sage ich mal, wenn man das tatsächlich schafft, in so einer kleinen Mannschaft sich einig zu werden, wie man es machen will und auch jemand dabei ist, der so ein Projekt leitet und der dieses Gefühl hat, der nicht, sage ich mal, Forderungen aufstellt, die keiner erfüllen kann, aber so angespannte Wünsche oder Vorstellungen hat, wo sich halt alle anstrengen dann und man zum Schluss ja eben doch an das Ziel auch gekommen ist. Mhm. Wirklich ein Nerd-Projekt in kleinster Stückzahl, also da wundert einen nicht, dass der Preis da zustande gekommen ist. Und ich finde das Auto auch heute immer noch faszinierend. Das ist wirklich toll zu sehen. Als die Rennversion rauskommen sollte oder als man auf die Idee kam, daraus noch eine Rennversion zu machen, da gibt es ja dann noch den S70-3. Ja. Was habt ihr denn da noch geändert?
Also beim S70-3, es wurde gar nicht so sehr viel geändert, weil diese Motoren mussten ja mit Air-Restriktoren fahren. Und damit war die Leistung auch nicht höher als beim Serienmotor, irgendwie in der gleichen Größenordnung, je nach Reglement, wo man... Das war teilweise niedriger, ne? Ja, teilweise in Le Mans sogar ein bisschen niedriger. Genau. Also von der Seite war jetzt in dem McLaren selber die Änderung relativ gering. Mehr wurde dann geändert, als man diesen Motor in dem Williams-Sportwagen drin hatte. Da war natürlich wieder das Fahrzeug ein ganz anderes, aber dieses Siegerfahrzeug, 95, denke ich, 95 war es, das war mehr oder weniger dieser Serienmotor, der in Le Mans gewonnen hat. Also auch da hat man für die Applikation noch einiges gemacht, weil ich weiß, die Fahrer hatten bemängelt, 6 Liter in so einem leichten Auto, man kann sich vorstellen, wenn ich da vom Gas runtergehe, dass der Motor ein ganz schönes Bremsmoment hat. Da hat man ein bisschen was applikativ gemacht, dass diese Übergänge weicher waren. Okay. Man hat ein bisschen die Luft aufgefahren und hat dann keine Schubabschneidung, also den Sprit nicht abgeschaltet beim Gas wegnehmen erstmal, sodass so ein bisschen Leistung überblieb, um, sage ich mal, nicht zu viel Reibleistung oder Bremsmoment zu generieren. Da war einiges zu tun, aber ich denke, technisch war es mehr oder weniger der Serienmotor. Dann kann man mal sehen, wie schon der Serienmotor am Limit gebaut war, ne? Oder an Rennsportwagen-Maßstäben entlang gebaut wurde. Ja, also ich denke, der Motor selber war von seiner Auslegung kerngesund. Und wenn man, sagen wir jetzt, die Zylinderköpfe, den Ventiltrieb, die Teile nimmt, die waren ja nun in einem Serienmotor auch verbaut, der zwar auch 200.000 Kilometer halten sollte. Also es war eigentlich nichts an dem Motor jetzt dran, was über die Maßen ausgereizt worden wäre. Wenn dann vielleicht in dem Thema Leichtbau, dass man natürlich überall geschaut hat, dass man noch ein paar Gramm rausnehmen kann an den diversen Stellen. Und hatte der nachher eigentlich auch diese Walzendrossel? Die hatte er nicht. Die hatte er nicht. Also das war so ein Vorentwicklungsprojekt, das wir für diesen Achter entwickelt hatten. Ja, okay. Es war schon relativ komplex, diese Konstruktion, weil die einherging mit Zentraldrosselklappen, die dann im richtigen Winkel zu den Walzen beim Öffnen zueinander stehen mussten. Also das hat man später in der Formel 1, gab es sowas öfters mal, Walzenschieber, die man dort wieder eingesetzt hat. Das ist eigentlich eine interessante Technologie, aber aufwendig. Ja, okay, alles klar. Wird das heute noch, oder wurde das jemals im Serien? Also in einem Serienfahrzeug meines Wissens wurde es nie verbaut. Da geht man manchmal ans Limit. Es ist einfach vom Dichten her deutlich komplizierter als so eine Drosselklappe. Und von der Seite her ist es dann, außer im Rennsport, eigentlich nirgends mehr aufgetaucht. Was fasziniert dich mehr, so ein high-performanter V12 oder ein Sechszylinder, wie du ihn für einen E36 entwickelt hast? Das ist ja schwer zu sagen. Sag mal, wenn man es nüchtern als Techniker sieht, ist ja der Unterschied gar nicht so groß. Das sind gleiche Zündabstände und da habe ich halt einen Sechszylinder hier und Sechszylinder hier, auch wenn jeweils dann die Pleuel auf dem gleichen Hubzapfen laufen. Von der Seite ist es technologisch gar nicht so viel anders. Auch von der Zündfolge, die Abgasanlage orientiert sich ja eigentlich genau an diesem Sechszylinder selber. Aber natürlich in Ausstrahlung in 12-Zylinder und das in Verbindung mit so einem Fahrzeug ist natürlich schon nochmal irgendwie eine andere Nummer. Ja. Was war dann in dieser BMW Motorsport oder High-Performance-Motorenabteilung? Gab es da noch einen nächsten Schritt oder hast du dann was Neues gemacht bei BMW? Also für uns waren jetzt die weiteren Schritte der 3,2 Liter Sechszylinder erstmal, der dann auch weiter Verbreitung fand. Im Z3 wurde der dann auch verbaut. Und das nächste große Projekt, das bei uns im Versuch in der Applikation lief, war dann das automatisierte Getriebe, also das SMG, wie es hieß, sequentielle M-Getriebe, so war der richtige Begriff dafür. Im Grunde auch basierend auf dieser Erkenntnis, wir können Steuergeräte mittlerweile, wir wissen, was wir machen müssen. Und
das zu nutzen mit einer faszinierenden Rennsporttechnik, die es ja in der Formel 1 schon gab. Zu sagen, naja, sowas wäre eigentlich für unsere Fahrzeuge ein weiterer Schritt. Das war dann eins der Projekte, das dann auch bei uns aufgehangen war. Ja, okay. Was war die besondere Schwierigkeit an dem Getriebe? Also die Schwierigkeit war tatsächlich, es war ja Neuland. Es hatte noch niemand für ein Serienfahrzeug in der Form probiert. Außer Ferrari, ne? Oder? Im 355. Ferrari kam kurz danach mit dem echt? 360. Ich glaube, ein paar Monate später kam sie mit Marchetti Marelli in einem Ferrari 355. 355 F1 hieß der. Ja, 355 war es dann noch. Von der Seite her, ja, wir wussten ja nicht zu viel voneinander. Es war tatsächlich Neuland. Und es war ja auch die Herausforderung im Rennsport, wo es sowas schon gab, in der Formel 1, war das ja immer basierend auf einem Klauengetriebe, also nicht synchronisierten Getriebe. Und auch der Komfort spielt ja da nun überhaupt keine Rolle. Ja. Und wir mussten ja etwas entwickeln, was, sage ich mal, auf der einen Seite den Sportfahrer, den sehr sportlichen Fahrer befriedigt, aber auch, sage ich mal, im Stadtverkehr einen gewissen Komfort bietet. Und sagen wir, diesen Spagat hinzubekommen, ich bin da ganz ehrlich, sagen wir, diese erste Variante, die wir, unser Mark I sozusagen auf dem Markt, es hat nicht in allen Aspekten ganz so erfüllt, wie wir es uns gewünscht hätten. Wir hatten auch kein E-Gas zu der Zeit. Also wir haben diese ganze Motorregelung beim Schalten, ich nenne es jetzt mal dieses vom Gas und aufs Gas gehen wieder, das der Fahrer normal macht. Das musste dargestellt werden mit so Ausblendmustern. Also man hat den Zündwinkel variiert, dann einzelne Zylinder abgeschaltet und wieder eingeschaltet. Also man musste diese Drehmomentkurve, die man haben möchte, beim quasi Gas weg und nach dem Schalten wieder draufgeben, in der Form realisieren. Und ja, wir mussten in Summe viel lernen, auch was natürlich das Getriebe selber betroffen hat, dieses Gefühl zu bekommen, dass wenn ich sehr hart schalte, dann nimmt es ja der Fahrer selber in der Regel nicht wahr. Wenn jetzt jemand wirklich knallhart auf den Nürburgring fährt, die wenigsten haben einen Beifahrer nebendran sitzen, die reißen den Schalthebel durch, das ist in keinster Weise komfortabel. Aber wenn man selber drin sitzt und nur auf den Knopf drückt und wartet, was passiert, dann nimmt man sowohl die Schaltzeit ganz anders wahr, wie auch den Komfort. Also man erwartet eigentlich beides, dass es möglichst ohne Verzögerung geht und total komfortabel einfach weiterläuft. Und diesen Spagat zu schaffen, das war mit dieser Technik, die wir damals hatten, war es nicht ganz einfach. Mir war das gar nicht bewusst, dass er kein E-Gas hatte. Also das klingt tatsächlich nochmal doppelt kompliziert. Und die hatte ja die Möglichkeit, die Schaltzeiten einzustellen, also von schnell nach langsam. Da können wir diesen Das ging natürlich schon. Also wir hatten verschiedene Programme. Es war natürlich ein Unterschied, ob man manuell geschaltet hat an dem Wahlhebel oder Pedals kamen dann später oder ob man sich im Automatikprogramm gefunden hat. Und da gibt es eine ganz nette Anekdote. Als wir das fertig entwickelt hatten, war die erste Pressevorstellung, die war in Spanien, in Jerez. Und die Journalisten kamen und natürlich die Erwartungshaltung war groß. Wir haben es natürlich vielleicht auch sehr vollmundig vermarktet. Das Wort irgendwas Automatik stand immer im Raum, aber natürlich auch Rennsport. Und die ersten Journalisten, die es gefahren haben, es kam fast immer so ein bisschen dieser Punkt, da schalte ich ja viel schneller. Also da müsste schon noch nachlegen. Und dann haben wir gesagt, bringen wir denen das jetzt bei, können ja nicht so sagen, ihr könnt es auch nicht oder will man ja keinem Journalisten so sagen, ne, was er da alles vielleicht auch nicht schafft.
Und dann haben wir zum Abschluss an dem Tag, haben wir immer gesagt, okay, jetzt machen wir so ein kurzes Beschleunigungsrennen. Einer der Journalisten, wer möchte. Und dann kam immer so von unserer Seite, haben wir gesagt, also einer sollte den Handschalter fahren und einer dieses Fahrzeug mit dem automatisierten Getriebe. Und dann haben wir gesagt, okay, und für das automatisierte Getriebe, ich als Projektleiter habe dann immer schon geschaut und gesagt, jetzt, wen findet man da? Und dann hat man aber einen Ingenieur, der konnte schon gut Auto fahren und der lief dann so vorbei an den Journalisten und sagt, kannst du das schnell übernehmen? Und dann kam er, was soll ich machen? Und dann sagt er, fahr mal, nur beschleunigen halt mal schnell. Wieso? Habe ich das nie gemacht? Oder? Das kann doch jeder, brauchst du noch einsetzen und Vollgas geben. Und na gut, mach ich. Und dann ist er angetreten gegen die Journalisten und ich glaube, über diese ganze Woche hin, es ging zu 98% gut. Wir haben das Beschleunigungsrennen gewonnen. Die Journalisten haben geschaut, dass eigentlich jeder sie ausbeschleunigen kann. Und von der Seite war es dann ein bisschen abgemildert, ihr Urteil. Aber es gab in der Tat Presse, also manche Presseberichte, die waren schon vernichtend, muss man sagen. Ja, ich kann mich auch noch dran erinnern. Und dieses Kopfnicken wurde bemängelt, aber das Kopfnicken hast du natürlich auch beim handgerissenen Auto. Aber ja, natürlich. Du bist anders darauf vorbereitet. Dann nickt man da auch mit dem Kopf. Und dann kam auf der anderen Seite, aber er schaltet auch viel zu langsam im Komfortmodus. Mhm. Ja, wenn man komfortabel haben will, dann muss man halt erstmal sanft vom Gas gehen und wieder drauf. Es war halt dadurch, dass es so viel Neuland war, die Journalisten konnten das auch nicht so richtig einstufen, sage ich mal. Was ist es denn jetzt wirklich? Wo soll es hin? Aber am Ende, kann man sagen, wir haben dann zum Schluss, glaube ich, über 50% der Fahrzeuge waren ausgestattet mit diesem Getriebe. Mhm. Und die zweite Stufe dann, also bei dem Mark II, wie wir es dann genannt haben, im 46 drin, da war es dann schon in Verbindung mit E-Gassteller und so weiter. Da hat man noch einiges optimieren können. Und ich glaube, spätestens im CSL, M3 CSL, haben dann schon die Journalisten gesagt, ja, es ist schon etwas, was einen wirklichen Reiz hat auf der Rennstrecke. Aber speziell dieses ohne E-Gas, ich glaube, immer so die Härteprüfung für sowas ist natürlich auch immer dieses Einkuppelmoment. Und wenn man dann überlegt, man muss mit dem Wagen auch rückwärts am Berg einparken können. Ich glaube, das ist das zu koordinieren, ne? Dass da der Wagen nicht wegrollt, aber auch nicht einen zu großen Satz macht, dass man gleich da. Die Schwierigkeit ist natürlich, damals gab es ja im Grunde auf der anderen Seite nur den Wandlerautomaten als automatisiertes Getriebe. Und der Punkt ist natürlich tatsächlich einfach, wenn ich beim Wandlerautomaten irgendwo stehe beim Einparken, dann gehe ich mit dem Fuß vor das Bremspedal und lasse das Auto machen. Und wenn ich meine, es reicht, dann halte ich ihn an. Ja. Und bei dieser Form wie das SMG oder auch Doppelkupplungsgetriebe, da ist es ja tatsächlich so, der Fahrer muss Gas geben, wenn er anfahren will. Und wenn er dann anhalten will, hat er halt diesen Pedalwechsel. Ja. Und das allein ist tatsächlich in einer engen Parklücke, wenn man es nicht gewohnt ist und wenn die dann noch am Berg leicht ist, dann ist es tatsächlich eine Herausforderung. Ich meine, für uns war es vielleicht manchmal leicht. Wir konnten auch alle ganz gut links bremsen. Ich wollte gerade sagen, Rennstreckentraining und so weiter. Aber es war tatsächlich ein bisschen ein heikler Punkt. Und man kann ja auch so eine Trockenkupplung nicht beliebig lang schleifen lassen. Also am Berg stehen und zu sagen, der hält das Ganze mit der Kupplung, war auch nicht möglich. Und das ABS oder DSC damals hatte auch noch nicht diesen Hill-Holder, den man dann später hatte. Also es waren schon ein paar Dinge drin, die vielleicht tatsächlich wir unterschätzt hatten und die für den Kunden nicht ganz so einfach waren. Ja, ist eigentlich das Doppelkupplungsgetriebe die Lösung aller Probleme, ne? Es ist kein Nicken mehr, keine Zugkraftunterbrechung. Gut, das Anfahrmoment, das hast du noch. Also, es mag vermessen klingen, aber ich glaube, wenn damals nicht wir und andere Hersteller mit diesen automatisierten Schaltgetrieben angefangen hätten, glaube ich nicht, dass es so schnell ein Doppelkupplungsgetriebe gegeben hätte. Weil
Die meisten Doppelkupplungsgetriebe oder viele gibt es auch mit einer einfachen Trockenkupplung, manche haben eine einfache Nasskupplung drin, aber dass man eine Kupplung so gut steuern kann oder das lernt zumindest so gut zu steuern, dass man da gute Anfahrvorgänge hinbekommt, dass man, sag ich mal, ein Getriebe, ein Synchrogetriebe auch im Hintergrund schon mal schalten kann, wie beim Doppelkupplungsgetriebe, dass man diese Synchro so auslegt, dass man sie nicht spürt, wenn er diese Synchronisation überdrückt. Ich glaube, da hat man viel gelernt über diese automatisierten Getriebe und damit war natürlich mit den Doppelkupplungsgetriebe das Thema Zugkraftunterbrechung war weg. Und damit das Hauptmanko dieser sequentiellen Getriebe war natürlich damit gelöst dann. Ja. Porsche hat ja noch beim 996 auf den Wandler gesetzt. Das war eine ganz normale Wandlerautomatik. Das war bei euch, glaube ich, schwierig, weil der Motor zu hoch gedreht hat, oder? Ja, also die Wandler haben normalerweise eine Berstdrehzahl. Das ist so ein ganz schönes Gehäuse mit Öl gefüllt. Da treten schon ganz schön Fliehkräfte auf. Also das war eine Restriktion. 8000 Umdrehungen, glaube ich, gab es damals zumindest keinen Wandler, der das konnte. Also insofern war das eine Seite. Aber ich sage mal, meine Meinung dazu, im Porsche das Automatikgetriebe war auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Nee. Also es ist eine lange Geschichte, wenn man das Thema Getriebeentwicklung erzählt. Vielleicht kommen wir da später noch mal drauf, weil ich war ja dann auch mal tatsächlich in der Getriebeentwicklung. Man muss ein bisschen was von den Hintergründen verstehen und wissen, was man will dort drin. Weil es ist ja nicht so, dass es Schaltgetriebe gibt und Automatikgetriebe, sondern über diese weiteren Varianten, die man jetzt hatte, ist es ja ein ganzer Baum von Lösungen, die man aufstellen will. Also, und ein Getriebe ist ja im Endeffekt ein Bauteil, das Funktionen erfüllen soll. Also ich will anfahren können, ich will Übersetzungen irgendwie ändern können von einer auf die andere und ich will Schwingungen dämpfen in einem Getriebe. Das sind so die 3 Hauptfunktionen, die man hat. Und wie man die jetzt löst im Einzelnen, das hängt heute viel weniger von dem zusammen, wie ich das Getriebe vielleicht benennen möchte, weil es gibt ja heute auch, sagen wir, früher hat man gesagt, das eine sind die Automatikgetriebe, die hatten alle Planetenzahnräder da innen drin und einen Wandler und das waren Automaten. Ja. Aber dass man Stirnradgetriebe synchronisierte mit 2 Kupplungen auch sehr gut automatisieren kann, dazu heute auch Automatikgetriebe sagt, obwohl sie intern eigentlich wenig miteinander zu tun haben. Und dass es heute Planetengetriebe gibt, die sogar eine Anfahrkupplung haben und keinen Wandler mehr, zeigt, ich kann ja diese Funktionen voneinander trennen. Das eine hat ja nichts unbedingt mit dem anderen zu tun. Und damit sind heute viele Bauarten entstanden. Und man sieht ja auch, die M-Modelle heute fahren mit 8-Gang Automatikgetrieben, hätte man früher gesagt. Und die sind ja durchaus sportiv. Also die schalten schnell, die können Gangsprünge machen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema beim Beschleunigen. Von welchem Gang komme ich in welchen? Also kann ich nur immer einen Gang runterschalten? Kann ich Gänge überspringen? In welche Gänge kann ich reinspringen? Also da ist ein Getriebe wahnsinnig komplex, was man da, wenn man tief nachdenkt, was man da unterschiedlich auslegen kann, mit wie viel Kupplungen mache ich das Ganze, wie viel Trägheitsmoment ist da drin, wie agil fühlt es sich damit an. Und insofern sage ich immer, vergesst es mit diesem Automatikgetriebe und Handschaltgetriebe. Man muss darüber reden, was man will am Ende. Was will der Kunde haben? Ja. Und dann kann man entscheiden, ob man Planetenzahnräder oder Stirnzahnräder oder was man auch immer da einbauen möchte. Ihr habt das, glaube ich, auch schon gemerkt zu deiner Zeit, wie sehr der Trend einfach zu automatisierten Schalten geht. Nennen wir das jetzt mal so. Bedauerst du das manchmal ein bisschen, dass die Hersteller immer mehr davon abgehen, noch handgeschaltete Getriebe
anzubieten. Also für mich ist mal das Paradebeispiel der M5 mit dem 10-Zylinder, den es in Amerika noch handgerissen gab. Da war ich immer ganz neidisch drauf. Die durften wir schalten. Aber es ist einfach gar nicht mehr die Nachfrage danach. Ne? Ja, ich denke, diese anderen Lösungen, die man heute bietet, sind sehr, sehr gut geworden. Und auf der anderen Seite sieht man ja auch im Rennsport, also diesen Handschalter gibt es ja gar nicht mehr, auch im Rennsport nicht mehr. Also dieses Flair, dieses Image, das er natürlich immer hatte, ist ja darüber auch ein Stück verloren gegangen. Und wenn man, egal ob man zur Porsche oder zur BMW M schaut, man ist natürlich heute mit einem automatisierten Getriebe, wie auch immer es dann ausgelegt ist man natürlich auch schneller als mit einem Handschalter geworden. Jetzt. Und war man ja damals auch schon gegen die Journalisten. War man damals im Endeffekt auch schon. Auf der, wie gesagt, der M3 CSL hat ja gezeigt, wie weit man mit so einem Auto kommen kann zu der Zeit, auch verglichen mit den Porsche-Modellen. Also sagen wir, dieses Thema Automatisieren, das war ja auch schon beim ABS so. Als das ABS eingeführt wurde, haben die Journalisten alle unisono gesagt, naja, schön und gut, also für den Laien vielleicht, aber wer bremsen kann, der bremst lieber selber. Und heute wird das auch keiner mehr sagen. Und jetzt sind natürlich die automatisierten Getriebe Schritt für Schritt besser geworden. Und darüber finde ich, also es ist eine Technik, die das Fahren wirklich leichter macht, sicherer macht. Und warum sollte man dann unbedingt darauf verzichten? Hast du recht. Bevor wir zu dieser gesamten Antriebsentwicklung kommen, die Abteilung ist nachher ja auch gemacht, müssen wir noch einmal über den M3 CSL reden. Das ist vielleicht aus der Serie auch vielleicht einer meiner Traum-BMWs, wenn ich ehrlich bin. Wie ist es dazu gekommen? Also der Adolf Promisberger hat gesagt, der Wagen war ganz wichtig für den nachfolgenden M3, der im 8-Zylinder-Motor ausgestattet war, dass man schon mal den Preispunkt so ein bisschen in die Richtung drängen konnte. Das habe ich auch zum ersten Mal gehört und das klang für mich eigentlich ganz interessant. Aber ist das auch so ein bisschen von dir ausgegangen oder von euch aus der Motorenabteilung, dass ihr gesagt habt, Mensch, da ist noch ein bisschen Luft nach oben bei der Leistung, wenn wir da einen anderen Luftsammler ranbauen? Ja, es war tatsächlich so, als wir den 3,2 Liter gemacht hatten, also diesen S50 B32 noch, im E36, war die Überlegung, wie es weitergeht. Mit den 100 PS pro Liter hat man jetzt mal eine Latte erreicht gehabt, die ja schon ordentlich war. Und in der Tat, damals hatten wir uns schon überlegt, einen 8-Zylinder zu machen. Okay. Also es war nicht so, dass es zwangsläufig die Zeichen waren, noch diesen S54 zu entwickeln, sondern ich habe das zu meinem Abschied bei BMW, damals habe ich das gezeigt, dieses Papier. Da saß ich mit ein paar wenigen Leuten zusammen. Damals der Himmel war in der Konstruktion. Und wir haben ein Pro- und Kontrapapier gemacht gehabt, 6-Zylinder versus 8-Zylinder. Und wenn ich ehrlich bin, damals kam schon raus, dass der 8-Zylinder eigentlich das Richtige wäre. Ja, okay. Im Dreier. Im Dreier drin. Und Promisberger hat dann gesagt, 8-Zylinder, Rieseninvest natürlich. Und die Zeit war einfach noch nicht reif dafür, so etwas zu machen, sondern man hat gesagt, was würde denn noch gehen aus dem jetzigen 6-Zylinder? Und dann hat man sich halt da noch mal rein vertieft in diese Motorkonstruktion. Und der wesentliche Schritt, glaube ich, war das Thema Ventilsteuerung. Von dem S50 zum S54. Wir hatten halt, glaube ich, dadurch, dass das Thema Nockenwellen, Nockentrieb ist immer so eins der Schwerpunkte auch in der Rennmotorenentwicklung, hatten wir, glaube ich, schon ein tiefes Wissen darüber, was jetzt noch fehlt, um da eine Schippe drauflegen zu können. Und es ist ja so, bei den Tassenstößeltrieben limitiert im Endeffekt der Durchmesser des Tassenstößels, der limitiert die Öffnungsgeschwindigkeit.
Das ist ganz verrückt. Viele sagen, naja, dann machen wir den Grundkreis von Nocken ein bisschen kleiner oder irgendwas. Das ist alles, ist so nicht. Es ist tatsächlich, wenn ich mehr Öffnungsgeschwindigkeit haben will, also, und das ist ja der Wunsch der Techniker, also möglichst das Ventil schnell aufreißen zu können, dass die Luft einströmen darf, dann brauche ich diese hohe Öffnungsgeschwindigkeit. Und wir haben, glaube ich, in der Motorsport schon immer mit die größten Tassenstößel überhaupt gehabt. Also ich glaube, wenn man heute noch in den Schrittkatalog oder irgendwo reinschaut, Durchmesser 37,5, glaube ich, ist größer, glaube ich, gibt es nirgends auf der Welt. Okay. Aber mehr gingen auch nicht rein, weil ich musste ja nebeneinander beim Vierventiler irgendwie mit einem ganz dünnen Steg noch reinbekommen. Und jetzt haben wir halt von unserer Kenntnis, wie das physikalisch zusammenhängt und oder geometrisch, haben wir gesagt, naja, es gibt zwei Lösungen. Das ist der ballige Stößel oder der Schlepphebel. Die können mit ihrer gekrümmten Oberfläche quasi ja so ein Teil des Nockens in diesen Hebel verlagern. Der hat ja für sich auch nochmal einen gewissen Hub, je nachdem, an welcher Stelle ich aufsetze. Und das war dann ein Vorentwicklungsthema, zu sagen, naja, wir hatten beide Varianten im Laufen, den balligen Stößel und den Schlepphebel, haben uns dann für den Schlepphebel entschieden, weil der nochmal von der bewegten Masse nochmal kleiner ist. Und das waren dann die Grundfeste für den S54-Motor, zu sagen, damit trauten wir uns zu, nochmal einen ordentlichen Sprung in der Leistung machen zu können. Und ich bin dann 1998 gegangen, also das Konzept für den S54 war fertig, der war eigentlich schon in der Entwicklung, wir kamen dann in 2000, kamen wir dann in Serie. Und die Leistung am Prüfstand und so weiter, das war alles schon da. Mit dem Schlepphebel war am Anfang nicht ganz einfach, mit dem Beschichten und der Schmierung von diesem Schlepphebel. Das ist auch ein bisschen anders als beim Tassenstößel. Aber das Konzept war fertig und der nächste Schritt dann, der ist dann ohne mich gegangen worden, diesen CSL mit der Alpha-N-Steuerung. War natürlich auch ein bisschen unsere Rennsport-Erfahrung. Alpha N gab es ja schon im Motorsport, schon zu dem Vierzylinder M3-Zeiten. Also das jetzt in die Serie reinzubringen, war vom Know-how vorhanden, aber natürlich ein schöner Zug, dass man sich das im Rahmen einer Motorsteuerung hat trauen können zu der Zeit, weil natürlich ist es ungenauer, wenn ich nur einen Drosselklappenwinkel habe, Luftdruck, Temperaturen und Drehzahl und sage, welche Luftmenge ist jetzt rechnerisch in dem Motor drin, als wenn ich sie messe mit einem Gerät, einem Luftmassenmesser. Und das ist die Alpha-N-Steuerung. Da wird berechnet, wie viel Luft drin ist und nicht gemessen. Ne? Genau. Bislang hat man es gemessen mit dem Luftmassenmesser, das ist so ein Hitzdraht, der über die Abkühlung des Drahtes messen kann, wie viel Luftmasse an ihm vorbeigeströmt ist. Eigentlich ein cleveres Prinzip, aber noch mehr Leistung, wenn da nichts vorher im Weg steht oder ihn vorher drosselt. Und dadurch, dass man das mittlerweile mit unseren Steuerungen sehr fein auflösen konnte, zum einen, aber wir auch ein Kennfeld hatten, das bereichsweise adaptiert hat. Also wenn noch irgendwo in diesen Bereichen zwischen unterster Last und Volllast irgendwo auch immer ein kleiner Fehler drin war, konnte der in all diesen Bereichen einzeln diesen Wert anlernen. Okay. Also er hat quasi eine Korrektur zu jeder einzelnen Stelle gehabt, nicht irgendeine pauschale, fette 3% an oder ab, sondern zwischen Teillast, mittleren Lasten, Volllast war das komplett individuell, dieses Raster. Und damit wurde es natürlich auch ziemlich genau. Habt ihr das bei TAC gelernt damals, bei dem Angleichen der Werte, Plausibilität? Ja, ich glaube, wir haben es, dieses Anlernen von Werten, das hatten andere Motorsteuerungen schon auch, aber eben nicht in dieser Feinheit. Und das in Verbindung zu bringen mit einer Alpha-N-Steuerung war eigentlich ein logischer Schritt.
Aber dass wir den konnten, hatten wir natürlich auch unseren eigenen Motorsteuerungen zu verdanken. Hast du eigentlich auch an den parallelen M5-Motoren, warst du auch für verantwortlich, ne? Ja. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Was war denn da? Mein Gott, die wichtigsten Motoren, der 8-Zylinder. Der 10-Zylinder war dann nach meiner S85, Zeit. das ist der V10. Genau. Also das war alles nach meiner Zeit. Zu meiner Zeit bei der Motorsport gab es auch den 8-Zylinder der S65 V8, der aber eher auf dem Serienmotor basiert hat. Ja. Der hatte 400 PS, meine ich, mich zu erinnern, 5 Liter und 400 PS. Den haben wir zu der Zeit entwickelt. Und natürlich davor die S38 Motoren, also der 3,8 Liter zum Schluss für den E34 M5. All diese Motoren liefen auch bei uns. Ja, gucken. Und du bist dann also nicht ganz gegangen von BMW, sondern bist dann dem Ruf des Serienbaus gefolgt sozusagen. Es war so, ich habe dann, mein Chef wurde leider die letzte Zeit, die ich noch bei der Motorsport war, ist er schwer erkrankt. Er war dann länger weg. Ich habe ihn vertreten in seiner Position. Und ich sag's mal so, ich habe eigentlich Gefallen daran gefunden, so einen Laden auch führen zu können, mal eine gewisse Zeit. Und wenn ich ehrlich bin, ich wäre bei der Motorsport gerne geblieben. Aber diese Position war eben dann auch besetzt und ich habe mit dem Gerhard Richter, der Entwicklungsleiter, habe ich auch darüber gesprochen, dass ich gerne mich weiterentwickeln würde. Und er sagte dann, also so ein Kaminaufstieg quasi vom Sachbearbeiter da angefangen bis jetzt Leiter Motorenentwicklung, allem drumherum, da müsste ich auf jeden Fall nochmal so einen Clear-Step machen, die Fahrwerkentwicklung vielleicht. Und ich habe da hin und her überlegt, hätte mich irgendwo auch interessiert. Aber dann habe ich ein bisschen durch Zufall, durch Glück, ich kannte noch ein paar Leute bei BMW Motorrad und da rief mich einer an und hat gesagt, bei uns wird ein Posten frei. Da gibt's eine neue Position und wird dich das interessieren? Und das war jetzt natürlich so ein bisschen in der Unzeit. Der Gerhard Richter hat zu mir gesagt, du Wolfgang, alles toll, ich schätze dich sehr, aber das ist irgendwie zu früh für mich und passt noch nicht ganz. Und da war jetzt diese Möglichkeit gegeben, verantwortlich für die komplette Motorenentwicklung zu werden. Und ich hatte dann ein Gespräch mit dem Herrn Dürrheimer bei BMW Motorrad, der war damals noch dort. Okay. Und der dann später zu Porsche ging. Zu Porsche, genau. Und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und vor allen Dingen war natürlich für mich reizvoll, er sagte, sind wir ehrlich, BMW Motorrad ist ein netter Laden, aber das, was wir so im Portfolio haben, es sind halt die Tourer, es sind unsere Vierzylinder, aber es ist halt alles, sag ich mal, für den älteren Herrn, für den Tourenfahrer, so das sportliche Image, das fehlt uns. Und er sagt, da müssen wir doch was machen. Und dann haben wir uns so eine Weile unterhalten und dann kam dann raus, es gibt so erste Überlegungen, einen neuen Vierzylinder, neue Baureihe aufzusetzen. Und das war natürlich interessant. Also zu sagen, man fängt irgendwo an und kann komplett nochmal bei Null irgendwo was Neues machen und das in die sportive Richtung rein. Das hat mich natürlich schon fasziniert. Und ja, dann hatte ich noch bei dem Geschäftsführer damals, das war der Dr. Ganal, hatte ich noch ein Gespräch, haben uns auch gut unterhalten und da war es eigentlich relativ rasch entschieden für mich zu sagen, ja, sie würden mich nehmen und dann habe ich zugesagt. Ah, okay. Der Dr. Ganal, der war Geschäftsführer bei BMW Motorrad? Der war Geschäftsführer damals bei BMW. Ist auch schon verstorben, glaube ich. Der ist leider verstorben. Okay. Ja. Und dann bist du zu BMW Motorrad, auch in München natürlich, irgendwie ansässig, und hast eine komplett neue Baureihe entwickelt. Motorenbaureihe. Ja. Also ich war quasi zurück in meiner alten Heimat, da habe ich ja schon mal angefangen. Und wenn ich da offen bin, ich kam da rein und manche Dinge, die haben mich daran erinnert, ich war ja zwischendrin
über 13 Jahre, fast 14 Jahre bei der BMW Motorsport. Es hatte sich nicht viel verändert in dem Laden. Die Prüfstände sahen ähnlich aus. Viele Gesichter habe ich noch gekannt, die dort waren. Und naja, aber diese Aufgabe, wie gesagt, eine neue Motorenbaureihe. Und jetzt kamen dann 2 Dinge. Die erste Aufgabe, bin dort angetreten und die erste Aufgabe sagte mir dann der Dörheimer, da müssen wir was tun. Die muss ja noch genehmigt werden. Das hatte man vorher nicht so klar gesagt, dass das noch nicht alles genehmigt war. Ich hatte das so verstanden. Und dann hat er gesagt, und wir haben da ein Problem. Am 1. Januar startet die Paris-Dakar. Und ich glaube, es war September. Sagt er, wir sind letztes Jahr ausgefallen und irgendwie, ich habe gehört, irgendwie mit dem Motor, das haut nicht so hin da. Und machen Sie sich mal da zügig ein Urteil drüber, ob man das schaffen. Aber sagen Sie es mir ehrlich, also wenn wir nochmal ausfallen, das wäre nicht gut für unser Image. Und dann habe ich mir mit als erstes mal diesen Stand da angeschaut von dem Einzylinder. Und da kam mir so dieses Gefühl in der Firma, ja, wir kennen unser Segment, unseren Boxer, unsere Dinge, aber sowas wie Motorsport und Rennsport und so, also da fand ich nicht so den richtigen Ansprechpartner. Das war nach auswärts vergeben. So ein kleiner Tuner hatte diesen Motor gemacht. Die Kolben aus USA und eine Kupfdichtung hatte sie irgendwie aus Kupfer selber geschneidert. Und den Ventiltrieb und Federn hat er auch irgendwie zugekauft. Und kurzum, das Ding, das hielt so nicht. Ja, es war relativ erfolgreich hier in der Einzylinder-Szene in Deutschland gefahren, auf so Kurzstreckenrennen. Aber so ein Dakar über 10 Tage, da war keine Chance mit dem Motor. Und dann habe ich mir das angeschaut und so brauchen wir nicht starten. Also der lief dann auch bei uns, habe ich zurückgeholt zu unserem Prüfstand, ein paar Stunden, da war das Ding hin. Und dann habe ich gesagt, viel Chancen haben wir jetzt nicht. Und dann bin ich mal rüber zu meinen alten Kollegen und habe gesagt, Mensch, der Motor selber ist ja vom Bohrungsdurchmesser, Ventildurchmesser und so, der ist ja fast wie unser, der hat ja sehr stark den damaligen WTCC, also die Tourenwagenmotoren, die in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft liefen, hat der von den Abmaßen ganz grob geähnelt. Da habe ich gesagt, okay, also Drehzahlband stimmt auch, 8,5. Wir haben Noppenprofile, wir haben Ventilfedern, wir haben Ventile, eine Kopfdichtung brauchen wir irgendwie. Und dann haben wir aus den Teilen auf die Schnelle diesen Motor zusammengestrickt. Also wir haben das Profil von diesen Rennnockenwellen genommen, die im Tourenwagensport liefen, ein ganzes Paket vom Ventiltrieb, haben das da implementiert. Auf den Einzylinder? Auf diesen Einzylinder drauf. Eine Kopfdichtung haben wir machen lassen bei einer Firma, Elring, glaube ich, und dann musste ja alles schnell gehen. Im Januar war der Start, hatten wir die Teile beisammen, sind auf dem Prüfstand, lief ganz zufriedenstellend. Und ja, dann sind wir am 1. Januar mit diesem Paket so gestartet in Paris. Und das hat funktioniert? Und es hat funktioniert. Also natürlich hat man ein bisschen Bammel schon auch, weil ich wusste so ganz viel jetzt auch nicht über die Bedingungen, die man dort in der Wüste vorfinden würde, aber hat funktioniert. Irgendwie gab es mal Probleme mit dem Luftfilter, ein bisschen Dreck im Motor, aber ja, wir haben gewonnen. Und es war eigentlich schon ein grandioser Sieg, weil KTM war ja für ihre Geländemotorräder bekannt, schon seit Jahren, sozusagen der Platzhirsch. Und wir kamen jetzt mit unser 650er war eher so das Tourenmotorrad und das umgebaut für den Rennsport mit diesem Motor. Und hat durchgehalten. Und der Motor innerhalb von 3 Monaten. Innerhalb von 3 Monaten hat man den so standfest, dass das durchgestanden war. Hat's gejuckt, selber mitzufahren? Ach, nee. Also ich fahre gern Motorrad auch heute noch, aber
Lieber auf der Straße, weniger im Gelände. Also ich muss auch sagen, die Paris-Dakar-Motorradfahrer, das kann ich den ganzen Tag nicht verstehen. Das ist eine andere Nummer. 10.000 Kilometer im Stehen durch die Wüste. Der körperlichen Konstitution das ist eine andere Welt. Ja, muss ich auch sagen. Und dann hat man danach wahrscheinlich einigermaßen Vertrauen zu deinen Ideen gehabt, oder? Wenn man von 3 Monaten so einen Motor hinbekommt. Also ich glaube, ich hatte einen ganz guten Stand in der Geschäftsführung. Und der Dürheimer ging ja dann im darauffolgenden Jahr, also nach den 3 Monaten, den Dakar-Erfolg hat er gar nicht mehr miterlebt oder nur noch aus der Ferne, da war er schon bei Porsche. Ja. Und hat mir dann gratuliert dazu, rief er nochmal an. Und ja, aber in der Geschäftsführung, die dann natürlich nach wie vor die war ja involviert in die Frage Nachfolgegeneration, war ich dann mehrmals eingeladen. Und ich glaube, ein kluger Schachzug von mir war damals, wir hatten tatsächlich ich hatte im Plan einen Motorenbaukasten. Also ich habe nicht gesagt, wir machen jetzt einen neuen Vierzylinder, um einen neuen Vierzylinder zu machen, sondern ich hatte diesen Vierzylinder. Ich hatte schon auf dem Plan, und das war im Jahr 99, war schon der Supersportler drauf, der dann 10 Jahre später kam. Und es war drauf der Zweizylindermotor, der, meine ich, 2007 in Serie ging, 6 oder 7, der ja den Zylinderkopf von dem Vierzylindermotor mehr oder weniger bekommen hat. Der hatte ja die gleiche Bohr und den gleichen Ventiltrieb, alles. Also ich hatte einen Plan aufgelegt zu sagen, wenn wir diesen Motor entwickeln, dann haben wir die Chance, einen Zweizylinder zu machen, wo wir sehr, sehr viele Bauteile von verwenden können. Wir können einen Supersportler daraus machen. Und der 6-Zylinder war auch schon drin im Portfolio. Und die haben sich das angeschaut. Und wir hatten im Vertrieb, ich habe leider den Namen vergessen, im Vertrieb hatten wir damals einen ganz interessanten Mann, der war Physiker und leitete den Vertrieb. Und mit dem habe ich mich auch auf Anhieb gut verstanden. Der hatte viel Verständnis auch für Technik und all die Dinge. Und es klingt immer alles plausibel. Vertrieb musste auch die Stückzahlen dann nennen dafür und ob dieses ganze Konstrukt was werden kann. Und ja, ich glaube, binnen 3 Monaten hat man das Go, dass wir mit dem ersten Projekt, mit dem Vierzylinder, starten dürfen. Was sind so Anlaufkosten von so einer neuen Motorengeneration im Motorradbereich? Wenn ich mich richtig erinnere, für den Motor selber inklusive der Werkzeugkosten, die wir hatten, also für die Versuchswerkzeuge und die Vorserie, meine ich, war es eine Größenordnung um die 20 Millionen. Echt? Ist das so ein Unterschied? Das sind ganz große Unterschiede. Okay. Also das ist eine andere Größenordnung, auf die man sich, glaube ich, wirklich darauf einstellen muss auf der anderen Seite. Aber ich glaube, das war auch einer der ausschlaggebenden Punkte für die Entscheidung, mir diese Position anzuvertrauen, weil ich natürlich aus einer Welt kam, in der Geld auch knapp war und wir auch für ganz andere Beträge Motoren entwickelt haben. Und ja, diese Entwicklung war spannend, weil ich glaube, am Anfang war mit meiner Hauptaufgabe, diese Mannschaft irgendwie, sage ich mal, in dieser Vision hinter mich zu bringen, dass wir das können. Es war wirklich so, dass ich von vielen Seiten gehört habe, auch aus den eigenen Reihen in der Motorenentwicklung, aber die Japaner sind so weit und haben wir da die Firmen, schaffen wir das wirklich? Und ich sage, ja, warum sollen wir das nicht auch können? Also Deutschland ist ein Hochtechnologieland, wir sind im Rennsport gut, BMW ist gut. Warum sollten wir das nicht schaffen können? Und von der Seite, glaube ich, war wichtig, so eine Vision zu haben, zu sagen, wo werden denn wir mal landen? Wo kommen wir hin mit so einem Motor, von der Leistung, vom Gewicht? Was sind da die Grundvoraussetzungen? Und
das war eine schöne Aufgabe, auch diese Menschen irgendwie, auch die vielen Neueinstellungen, die wir dann hatten, weil davor war ja Motorenentwicklung, sage ich mal, lief so auf kleiner Flamme. Und jetzt war das plötzlich im Unternehmen bei BMW Motorrad, das wurde jetzt plötzlich wichtig, ja, da kommen neue Baureihen. Wir hatten viele Neueinstellungen von jungen Leuten und so etwas aufzubauen, auch vom Menschlichen her, die richtigen Leute auszusuchen und die vorhandenen Leute zu motivieren, zu sagen, ja, das schaffen wir in der Zeit, war neben dem Technischen gesehen, fand ich eine der großen Herausforderungen, aber auch für mich im Nachhinein eine sehr schöne Zeit. Ja, kann ich mir vorstellen. Und BMW Motorrad ist da, glaube ich, hat nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen, oder? Also während der Zeit, ich glaube auch von den Verkäufen her und von den Verkaufszahlen ist es ja, gehen die ja von Rekordjahr zu Rekordjahr. Ja, also wir sind, wenn man das Jahr 98, wo ich gekommen bin, da meine ich mal, da lagen wir irgendwie in dem Bereich 50.000 oder sowas. Als ich gegangen bin, war es auf jeden Fall schon verdoppelt die Zahl. Heute liegen wir irgendwo bei über 200.000. Also diese Geschichte, zum einen, was die Stückzahl betrifft, aber ich glaube, das Image der Marke ist eine ganz andere geworden. Ich meine, du bist noch ein bisschen jünger, aber in den 90er Jahren BMW Motorrad, es stand für Zuverlässigkeit, für Tourenmotorräder, hatte so, so ganz kleine sportliche Anklänge mit diesen S-Modellen, aber es war ja weit weg von der Konkurrenz. Und heute zu sagen, wir haben letztes Jahr die Superbike-Weltmeisterschaft gewonnen, das hätte sich, also 1998, kein Mensch hätte gesagt, wir wären mal Superbike-Weltmeister. Wir treten da mal an, ja. Wir treten da überhaupt mal an oder wir können sowas Vergleichbares. Ja. Und wir hatten wirklich viele, sagen wir, diese neuen Leute, die kamen. Da war später ein Dr. Puss dabei, der ist jetzt Entwicklungsvorstand bei BMW geworden. Den habe ich damals eingestellt. Also waren viele total motivierte, gute Leute und es hat Spaß gemacht, einfach mit denen das aufzuziehen. Kann ich mir vorstellen. Und der Motor, also die Grundentwicklung, die läuft auch immer noch, ne? So viele Jahre. Der Motor als solcher, dieser Vierzylinder, ist dann mit dem, sagen wir so ein bisschen Aussterben dieser Sporttourer ist dann eingestellt worden. Ja, okay. Ich sag mal, dieser erste Vierzylinder hat vom Konzept sehr viel von dem, was dieser Supersportmotor dann hatte. Also es war natürlich ein Kurzhuber. Er hatte diese Schlepphebel-Ventilsteuerung drin, die ja für extrem hohe Drehzahlen heute der Standard geworden ist im Motorsport und auch bei vielen anderen Modellen bei BMW Motorrad. Und er hatte damals eine Trockensumpfschmierung, war auch für Motorräder nicht so ganz üblich. Und damit hat er viel vorne weggenommen, was man dann später im Boxer auch hatte oder immer noch hat. Und auch in dem Tausender Supersportler. Das Einzige war vielleicht zu der Zeit, in dem Unternehmen war man sich noch nicht so ganz schlüssig, wo man hin will. Es war ja für alle neu zu sagen, wir werden jetzt sportlicher, wir wollen in eine Richtung gehen, aber wie viel sportlicher können wir auch unserem Klientel zutrauen? Und so sage ich mal, war diese erste K1200S, die war so ein bisschen, wie man in Bayern sagt, die eierlegende Wollmilchsau. Sie sollte auch den Wind-Wetterschutz haben, den der Tourenfahrer sich so wünscht. Also der Luftwiderstandsbeiwert von diesem Motorrad war katastrophal schlecht. Okay. Der Windwetterschutz war gut, aber irgendwie, wir hatten einen wahnsinnig schlanken Motor gemacht. Eigentlich waren alle stolz drauf, wie schmal der geworden ist. Und dann hatten wir aber doch eine Verkleidung drum, die wieder so ein bisschen den Tourenfahrer angesprochen hat, was natürlich sich auch in den Fahrleistungen negativ ausgewirkt hatte. Dann kam der Kardanantrieb dazu. Ja, eine BMW muss Kardanantrieb haben, anders geht es nicht. Warum eigentlich? Aus Komfortgründen? Oder was war das Credo? Ja, im Wesentlichen diese Wartungsfreiheit natürlich. Es hat ja durchaus Vorteile im Kardanantrieb. Aber sag mal, für viele, die sag mal, sportlich unterwegs sind,
Da reicht auch eine Kette heute, weil die sind ja heute mit so Ohrringen gedichtet, die halten auch schon ganz schön lange. Und sie fahren ja in der Regel auch nicht die ganz großen Strecken mehr, nicht durch Dreck und Regenwetter, auch nicht mehr vielleicht so wie früher. Also es kamen viele Wünsche zusammen an das Motorrad und damit war es im Endeffekt leider so aus meiner Sicht auch nicht ganz das Ding, was es hätte werden können. Aber es war vielleicht ein notwendiger Zwischenschritt zu sagen, man hatte das Vertrauen zu sagen, man kann tatsächlich ganz tolle Motoren auch machen. Und der Motor selber wurde ja doch relativ gut in der Presse, kam ja doch relativ gut an in der Presse. So ein paar ganz kleine Anfangswehen waren vorhanden, aber dann glaube ich, war doch angekommen dort, wo auch die Japaner auf jeden Fall standen. Und zum Abschluss, bevor ich dort ging, hatten wir noch 2 für mich auch tolle Projekte. Also wir haben den Zweizylinder dann auf die Schiene gebracht, der lief ja auch schon parallel. Die 450er, dieses, mit der dann später die Enduro-Weltmeisterschaft, Europameisterschaft gewonnen wurde, die hat man schon konstruiert gehabt. Wir hatten die Boxer HP2 schon die war auch schon weit in der Entwicklung mit diesem neuen Zylinderkopf, der entwickelt wurde, mit dem Schlepphebel-Ventiltrieb, der die Anleihen hatte von dem Vierzylinder. Okay. Die hatten wir schon in den Boxer eingebracht. Und wir hatten schon einen Kurzhuber am Prüfstand laufen, einen Tausender-Motor sozusagen, den ersten Motor für dieses Supersportsegment mit, wenn ich mich richtig erinnere, hatte der schon den Zweier vorne dran, also mit 200 PS, dass man hat sagen können, naja, also jetzt lasst uns ein kleineres Gehäuse machen und so weiter, dass das in das Segment passt, Kardan raus und ein paar Dinge nochmal umkonstruieren, um einfach in diesem Segment anzukommen. Ist es dann für dich aufgegangen, dass du keine Kaminkarriere machst, oder wie du es eben genannt hast, nach oben, sondern dass du wieder zurück zu BMW wolltest, oder hast du dich beim Motorrad wohlgefühlt, oder war das für dich von vornherein nur so ein Zwischenschritt? Weil es klingt so, als würde dein Herz bei Motorrädern genauso aufgehen, wie bei... Also ich konnte mich schon begeistern dafür, weil ich bin auch zu der Zeit einiges wieder Motorrad gefahren und denke, konnte das auch. Ich bin übrigens ganz früher sogar mal auf 2 Rädern im Rennsport unterwegs gewesen. Also von der Seite her war mir jetzt schnell auch auf 2 Rädern nicht ganz fremd. Es war eine wirklich interessante Aufgabe in dieser Periode, weil halt so viel Neues entstanden ist. Also ein neuer Vierzylinder, der neue Zweizylinder, die 450er Einzylinder. Wir hatten sogar schon das Konzept für diesen Wasserboxer, hatten wir in der Vorentwicklung schon fertig gemacht. Also auch da war schon ganz viel vorhanden. Insofern Zwischenschritt würde ich es nicht nennen. Aber es war damals so, mein Chef war der Dr. Dies. Und nach 7 Jahren angeblich ist eine gewisse Häufigkeit in dem Scheitern von Ehen vorhanden. Und mit Dr. Dies und mir nach 7 Jahren, da gab es auch einige Themen, wo wir uns nicht mehr so gut verstanden. Wirklich? Obwohl dann nachher bei VW wieder so handsam aufgetreten ist eigentlich. Genau, also ich sage mal, Dr. Dies ist ein cleverer Typ, gar keine Frage. Und sonst hätte er es auch nicht so weit gebracht. Aber in puncto Personalführung, Personalwesen, da konnte es mit ihm mitunter sehr schwierig werden. Okay, habe ich auch schon mal gehört. Das ist schon mal so durchgeklungen bei dem einen oder anderen Interview hier bei mir. Ja, jetzt macht er Birnenschnaps übrigens. So. Und du bist dann wieder zurück zu BMW. Gab es denn mal vielleicht auch die Idee, zu einem anderen Autohersteller zu gehen? Also gab es bestimmt auch so, also wenn man bei BMW M die Motoren entwickelt, die du entwickelt hast, könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch bei Porsche oder Ferrari oder irgendwo sagt, das ist ganz interessant, was der da macht. Jetzt könnte ich entweder sagen, du weißt mehr als viele andere. Nee, aber Ferrari hat bestimmt mal angeklopft, oder? Das also wie die Faust aufs Auge passen. In der Tat war es so, dass ich Gespräche mit Ferrari hatte zu der Zeit bei BMW Motorrad und
Ja, wir waren tatsächlich schon sehr weit gekommen. Auf der anderen Seite war für mich zu der Zeit auch in Verbindung mit Dr. Dies so eine Option. Er hatte damals mir so unter der Hand gesagt, also wenn der Entwicklungsleiter damals der Dr. Braunsberger geht, dann werde ich wohl sein Nachfolger werden. Und insofern war für mich diese Option Nachfolger von Dr. Braunsberger, Entwicklungsleiter BMW Motorrad oder Ferrari. Und ich habe mich aber trotzdem bei Ferrari, ich habe mir das sehr genau angeschaut und wir hatten mehrere Gespräche. Und ich bin da jetzt auch ehrlich, sie haben mich nicht genommen, sondern es wurde ja dann der Renault-Sportchef. Renault ist ja aus der Formel 1 ausgestiegen zu der Zeit. Ja. Der Jean-Jacques His hat dann den Posten bekommen. Und jetzt sage ich mal, es ist wirklich ein sehr, sehr guter Mann geworden. Und da konnte ich innerlich auch zurückstecken zu sagen. Naja, okay, um welche Position ging es da? Leiter Motorenentwicklung. Der Ferrari. Ja. Wow. Also das ist schon immer eine große Nummer, wenn man da überhaupt in engeren Kreis kommt, oder? Also so und angefragt ja, wird. Also es war tatsächlich auch, sage ich mal, eine Diskussion jetzt innerhalb der Familie, weil nach Italien zu gehen, ich hatte 2 schon größere Kinder, 2 kleine Jungs, die hier zu der Zeit, sagen wir mal, da war ja, es war nicht Mitte der 90er Jahre, aber Anfang 2000, Mitte der 2000er ja. Jahre war das dann. Also die waren ja schon in der Schule, der Jüngere kam in die Schule. Und von der Seite her war das natürlich auch eine Diskussion innerhalb der Familie. Macht man so einen Schritt? Meine Frau konnte sogar ganz gut Italienisch, die hat es mal gelernt und ich so ein bisschen und sagt, also eigentlich ist ja noch das Alter, gerade zu Schulbeginn und das lerne ich schon noch, das funktioniert schon noch, aber ich habe schon rausgehört, so ganz oder nur begeistert war meine Frau nicht und so hat sie es aber dann am Ende gefügt, ich bin es auch nicht organisch erledigt. Und die zweite Firma in der Tat auch. Also als ich dann wusste, bei BMW Motorrad ist meine Zukunft irgendwo, geht nicht in die Richtung, die ich mir vorstelle, hatte ich noch mal ein Gespräch beim Dr. Dürheimer, der mich zum Motorrad geholt hat. Der war ja damals Entwicklungsleiter bei Porsche. Wir hatten da auch 2 Gespräche und es wurde am Ende auch nichts und so habe ich mich dann entschieden, in die Getriebeentwicklung zu gehen. Hätte auch schlimmer kommen können. Es hätte schlimmer kommen können und von der Seite her war ich eigentlich auch mit dem nächsten Job am Anfang nicht ganz so, aber dann, je mehr ich mich da rein vertieft habe, eigentlich doch auch ganz zufrieden. Ja. Was war so das Hauptsteckenpferd zu der Zeit, als du dahin bist? 2008 oder wann war das? 2005. Es war 2005, ja. 2005. Ich wurde Leiter der Antriebsstrangentwicklung innerhalb des Getriebes, also zuständig für Allradsysteme jeglicher Art, für Differentiale, Differentialsperren, Quermomentenverteilung, was damals so modern war, und den Wellen und den Teilen, die dazwischen reingehören. Und gleichzeitig hatte ich aber die Koordination der Getriebevorentwicklung auch. Okay. Das war so eine Art Vertrauensbeweis von meinem Chef, weil damals gab es die Entwicklung in Doppelkupplungsgetriebe und Automatikgetriebe. Und die standen so ein bisschen im Wettbewerb zueinander. Und er wollte, glaube ich, eine Person dort zwischendrin haben, der sagt, okay, er sagt ihm da ehrlich, was in welche Richtung gehen wird fortan, wo die Vor- und Nachteile liegen und wie viel Gelder wir in welches der Systeme rein investieren. Und somit hatte ich eben auch diese Schlüsselstelle, ein Stück weit diese Entwicklung mit zu koordinieren.
Die große Aufgabe war zu der Zeit sicherlich die Getriebeentwicklungen. Sagen wir mal so mein ureigenes Thema des Antriebsstrangs. Wir haben damals diese Quermomentenverteilung entwickelt für den X6. Das hatte dieses Torque Vectoring, dass man rechts-links getrennt unterschiedlich Moment aufgeben kann auf die Achse zum Mitlenken. War damals ja im Rallye-Sport ein System, das Mitsubishi schon hatte, und wir bei BMW haben das dann entwickelt. Das war so ein bisschen fahrdynamisch neu. Aber vom Getriebe war tatsächlich Doppelkupplungsgetriebe gab es ja bei BMW noch nicht zu dem Zeitpunkt. Und beim Wandlergetriebe war man bei 6 Gängen angekommen. Es standen diese neuen Systeme bevor. Und so wie ich es vorhin sagte, das ist, wenn man tiefer reinschaut in die Getriebe, ein wirklich sehr komplexes Thema, welches Getriebe in welcher Konstellation Vorteile bringt. Ja. Weil es ist eben nicht nur der Wandler oder die Stirnräder oder die Planetenräder, sondern man muss wirklich so tief reinschauen können, zu sagen, wenn ich welchen Gang schalte, was bewegt sich denn da drin? Welche Zahnräder oder welche Teile werden beschleunigt, welche werden abgebremst? Das hat Einfluss auf die Schaltzeiten, auf welche Gänge ich sinnvoll springen kann beim Schalten. Es hat Einfluss auf den Komfort und der Wirkungsgrad natürlich auch. Und wir hatten damals für dieses 8-Gang-Automatikgetriebe, wurde extra ein Programm entwickelt, das rechnerisch alle möglichen Konstellationen, die man überhaupt machen kann für 8 Gänge, quasi, jetzt sage ich mal, heute wird man sagen, eine KI hat es damals schon durchgerechnet mit der Aufgabe, diese Konstellationen, die man mit unterschiedlichen Kupplungen und Zahnradanordnungen dort drin aufbauen kann, mal zu bewerten, im ersten Schritt einfach zu bewerten, zu sagen, was passiert denn da, wenn ich so oder so mache. Wie komplex, also diese Masse an Möglichkeiten, die man auf einmal hatte. Die ist unglaublich komplex. Ja. Und zum Schluss hat man dann über diese Lösung, die da rauskam, nochmal mit dem Ingenieursverstand drüber geschaut und gesagt, naja, Fertigungskosten gingen ganz viele andere Dinge auch noch mit ein. Und dann kam diese Entscheidung, dieses 8HP-Getriebe auch im Hinblick auf die beginnende Elektrifizierung oder insbesondere Hybridisierung. Weil es war zu der Zeit ja schon absehbar, dass Elektromotoren zunehmend zumindest Eingang finden werden im Rahmen der Hybridisierung. Und auch das spielt in einem Getriebe eine wichtige Rolle. Wo bringe ich das ein? Wo schaltet sich der Elektromotor zu? Ist der zwischen Motor und Getriebe oder kann der sogar Gangstufen mitnutzen? Also gibt es auch total unterschiedliche Konstellationen. Auch wie viel kann ich rekuperieren? Mit welcher Drehzahl rekuperiert der? Und das ist man damals sehr, sehr systematisch durchgegangen. Und zum Zweiten hat man auch auf der einen Seite die Firma Getrag gehabt für das Doppelkupplungsgetriebe und auf der anderen Seite die Firma ZF. Und es war ja auch ein Wettbewerb, da ging es ja auch um Kosten. Es war ja absehbar, der Anteil der Automatikgetriebe wird immer mehr. Und die Kosten, die dann, die Getriebeentwicklung ist ja anteilig, wenn man von der Kupplung, Getriebe, Antriebsstrang, Differentiale, Allradsysteme nimmt, ist ja ein riesen Kostenfaktor in einem Fahrzeug drin. Und da hat man natürlich den beiden Herstellern immer wieder wechselweise erklärt, wie weit der andere schon ist und wo man vom Wirkungsgrad hinkommen müsste und was da noch fehlt. Und keiner wusste vom anderen, wo welches Getriebe kommen wird. Und ich glaube, da haben wir auch in dem Sinne ganz gut den Einkauf unterstützen können. Ja, sind seit dem Ruf als OEM nochmal gerecht geworden, wo die Zulieferer immer quietschen und stöhnen. Ich meine, was ja auch noch dazu kam, wenn man jetzt deine Karriere sieht, bei der BMW M
hast du angefangen beim M3-Motor mit 4 Zylindern und bis zu McLaren 6,1 Liter Motor mit 12 Zylindern gelandet und hast dann eigentlich bei der Antriebsentwicklung das Downsizing nochmal voll miterlebt, oder? Also kleine Turbomotoren, die dann ja auch noch eine Rolle gespielt haben, wahrscheinlich bei der Getriebeabstufung. Ja, natürlich. Also die Anzahl der Gänge, die man zur Verfügung hat, spielt natürlich eine wichtige Rolle, auch im Hinblick auf Verbrauch, auch auf das Zusammenspiel zwischen Motor und Getriebe. Das war sicherlich ein entscheidender Punkt. Und ich habe ja dann, nachdem ich von der Getriebeentwicklung auch wieder meine Position gewechselt habe, hatte ich ja zum Schluss die Aufgabe, eigentlich, so sage ich mal, für mich in einem Zusammenspiel der Dinge, die ich gelernt hatte, diese Erfahrung irgendwie zusammenbringen zu können. Ich war dann die letzten Jahre zuständig für die Funktionsfahrbeurteilung. Ich war auf allen Vorstandsvergleichsfahrten und auch ein Stück weit für die Kommunikation. Und jetzt war es wichtig, in dieser Rolle im Grunde für den Vorstand jetzt Fahrbeurteilung, das klingt vielleicht so ein bisschen sehr kurz gesprungen. Natürlich haben wir bewertet auch, wie sich diese möglichen Kombinationen fahren lassen, auch das Downsizing der Motoren in Verbindung mit welchen Getrieben. Aber es ging natürlich auch um die Frage, was kosten diese Konzepte, mit welchen Lieferanten machen wir diese Konzepte, wie wird sich das beim Kunden anfühlen, wie wird der Kunde das akzeptieren. Also wir hatten in unserer kleinen Abteilung sehr, sehr viele Schlüsselstellen zum Vertrieb, zum Einkauf, um für den Vorstand Entscheidungen vorzubereiten, die natürlich nicht nur das Fahrerlebnis beinhaltet haben, sondern eigentlich diese ganze Entscheidungsgrundlage, wo geht denn BMW hin? Und es waren ja zu der Zeit sehr große und sehr wichtige Entscheidungen. Es war das Thema Hybridisierung, das Thema Elektrifizierung, das Thema Downsizing, ein Stück weit auch beim Getriebe, wie verfährt man da weiter, mit welchen Systemen. Das Thema Frontantrieb war ein ganz großes Thema zu der Zeit. Ja. Und da hat man eben diese Stelle geschaffen, zu sagen, wir brauchen da eine Schlüsselstelle zwischen der Entwicklung und den Entscheidungsträgern von einer Person, die, sage ich mal, so ein bisschen unbeeinflusst von den anderen ist. Also, dem Vorstand war klar, er kann auf der einen Seite diese Dinge nicht alle selber bis ins Detail beurteilen. Und die Fachstellen wiederum wollten natürlich am liebsten ihre Gedanken verkaufen. Ja. Und so hatte ich eben diese Schlüsselstelle zwischen den Fachstellen und dem Vorstand, sage ich mal, mit auch diesem Vertrauen, das ihm erklären zu können, plausibel, sage ich mal, vermitteln zu können, auch anhand von Prototypen, wie sich diese neuen Dinge, die wir angehen wollten, anfühlen werden, was da rauskommen wird am Ende und wie kundenwert diese Entscheidungen dann zum Schluss sein werden. Hattest du manchmal mit einigen Sachen Bauchschmerzen oder hast du gemerkt, dass einige Sachen schwierig sind? Weil ich finde zum Beispiel, für mich, sage ich jetzt mal als Endkonsument, ist immer dieser rein Sechszylinder bei BMW also das Maß aller Dinge. 5er war immer rein Sechszylinder und irgendwann waren es halt nur noch 4-Zylinder Turbomotoren. Da habe ich mir gedacht, boah Mensch, also das ist ja eigentlich ein Antrieb, der da nicht reingehört. Aber na gut, am Ende des Tages hat sich es ja durchgesetzt und das ist natürlich auch mit den Abgasvorschriften wahrscheinlich kaum anders zu machen, wenn man über die Großserie geht. Aber sind das so Sachen, die euch da schwer gefallen sind in der Entscheidung? Also in der Tat, wenn man das Motorenportfolio anschaut, das war sicherlich eins der ganz wichtigen Entscheidungen, weil da stecken immense Kosten dahinter. Und die Frage des Downsizing war ja einmal eben die Frage, wie weit akzeptieren das die Kunden? Der Sechszylinder hatte sein Image und gibt sich der Kunde mit 4 oder dann mit 3 Zylindern zufrieden? Ja. Ist es unabhängig von der Leistung für ihn, sage ich mal, dieser Kundenwert
der Hubraum, die Zylinderzahl, die war natürlich historisch gewachsen. Und jetzt nur noch zu sagen, die Leistung ist es und alles andere vergesst auf einmal, das kann man natürlich dem Kunden nicht auf Anhieb so vermitteln. Und jetzt ist es tatsächlich so, diese Downsizing-Motoren haben, wenn ich das so sagen darf, sie haben ja Vorteile, sie haben aber auch Nachteile. Das Schwingungsverhalten von 3- und 4-Zylinder-Motoren zu beherrschen, war eine große technische Herausforderung. Und man muss immer sehen, diese Downsizing-Motoren, sie haben in dem unteren Lastbereich, in den Zyklen, in denen man typischerweise den Verbrauch misst und auch das Abgas misst, da haben sie schon den Vorteil, es sind kleine Motoren mit wenig Reibleistung, die prozentual oder spezifisch natürlich auch mehr belastet sind und damit nicht überdimensioniert. Aber wenn man jetzt auf die Rennstrecke geht mit den Motoren, dann ist der Verbrauchsvorteil manchmal nicht mehr so wirklich spürbar. Und diesen Spagat zusammen, was verkauft man den Kunden, was nutzt der Kunde, welche Bereiche nutzt er und wie fühlt es sich dann auf der Rennstrecke an oder irgendwo anders, das war natürlich schon ein Thema, das man vermitteln musste, offen vermitteln musste, aber auf der anderen Seite in puncto Verbrauch führte eigentlich gar kein Weg umhin, diesen Schritt zu gehen. Blutet einem Motormenschen nicht das Herz manchmal? Naja, wenn ich diese Saugmotoren sehe und höre vor allen Dingen und die Drehzahlen, die sie erreichen, es ist tatsächlich eine faszinierende Welt. Und ich glaube, wenn man noch heute irgendwo an der Strecke steht oder ich hatte ja vorhin erwähnt, ich fahre selber auch im historischen Sport, wenn man so im Rallye-Sport in Sanremo irgendwo in so einer Schlucht die Fahrzeuge hochkommen hört über die Spitzkehren und die drehen dann bis 8.000, 9.000, das ist einfach phänomenal und das ist einfach Gänsehaut und dass das die Turbomotoren so nicht mehr ganz können, das glaube ich, hat auch die Formel 1 schmerzlich erleben müssen, dass man das so nicht 1:1 transportieren kann. Aber trotzdem, ich meine, die Turbomotoren sind sehr, sehr viel besser geworden. Das Ansprechverhalten, die Probleme, die sie am Anfang hatten. Und insofern, ich möchte jetzt auch nicht als ewig Gestriger dastehen und sagen, es war halt diese Technik, die war zu der Zeit phänomenal gut. Man hat sie bis an Grenzen gebracht und sie hat, sage ich mal, wenn man ein Sportfahrzeug sieht, dann glaube ich, haben sie immer noch manche Dinge, die auch heute noch zählen würden. Aber dieses breite Band zwischen Abgasverbrauch und Sportlichkeit, da haben sie natürlich irgendwo ein paar Ecken, wo sie nicht mehr hinreichen können. Dieses Turboloch hat man ja auch nicht mehr. Und ich finde ja auch gerade damals im Rallye-Sport, ich sehe hier ein paar Gruppe B-Bücher im Hintergrund stehen. Also auch da waren die Turbomotoren ja doch ganz emotional, wenn sie erstmal hinten die Flammen da rausgeworfen haben und dieses Abblasgeräusch, was sie da imitiert haben. Gab es sonst noch interessante Begegnungen mit den Vorständen bei deinen Erklärungsversuchen oder deinen Erklärungen mit denen oder Anekdoten, an die du dich besonders erinnern kannst, die man auch erzählen darf? Also ich hatte, glaube ich, ein gutes Verhältnis zu ihnen. Es war damals der Reithofer, der Leiter der Geschäftsführung, der Dr. Dräger als Entwicklungsvorstand. Das waren natürlich meine primären Ansprechpartner. Und ich glaube insbesondere Dr. Dräger, mit dem ich natürlich auch ein bisschen mehr Kontakt hatte großes Vertrauen in mich. Und einmal weiß ich, wir fuhren damals den neuen Mini und wir hatten immer im Vorfeld dieser Vergleichsfahrten haben wir natürlich die Fahrzeuge selber alle durchprobiert und ich war mit meinen Leuten, irgendwie hatten wir unisono gesagt, also irgendwie vom Fahrwerk und so, war zwar jetzt nicht mein spezifisches Aufgabengebiet, aber also irgendwie, das haben die Fahrwerke da nicht so wirklich hinbekommen.
Und dann saß ich auf der Vergleichsfahrt mit Dr. Dräger im Auto drin und er fuhr natürlich und wir haben so ein bisschen gesprochen. Und er konnte ziemlich gut Auto fahren, er fuhr dann ein bisschen schneller um so ein Eck rum, da waren so ein paar Bodenwellen drin. Das Auto versetzte, er hat es gerade noch so eingefangen, dann schaut er mich so an. Dann sage ich, das ist so, also mit dem Auto, ich bin das auch schon gefahren, das ist irgendwie vom Fahrwerk, das passt irgendwie nicht. Wir haben die X-Modelle und der Mini soll doch eigentlich so ein bisschen Sportiness haben. Und er sagt also, jetzt schaut er mich so an, nickt. Und dann kam die Abschlussbesprechung und dann sprach er so dieses Thema an, ja, seid ihr gefahren und irgendwie vom Fahrwerk, sprach den Fahrwerkchef an. Ja, der hat gesagt, also wir haben genau das entwickelt wie im Lastenheft drin, dieses Sportiness, bisschen in so Sportiness in der City drin und gutes Ansprechverhalten von der Lenkung. Und also Dr. Dräger schaute ihn wieder an, dann schaute er mich an und sagte, also jetzt hätte ich gern mal die Meinung gehört von ein paar Leuten, die nicht direkt in der Fahrwerksentwicklung sind. Und dann sagt der Nese, sagen mal Sie Ihre Meinung. Dann war, glaube ich, der Dr. Braunsberger als Karosserieentwickler. Und das letzte Wort hatte dann nochmal der Fahrwerksentwickler. Und jetzt wusste ich natürlich, jetzt sitze ich da so drin. Wie komme ich jetzt hier raus? Ja. Und sagt es. Und dann, ja, ich habe das, glaube ich, doch sehr ehrlich angesprochen in dem Sinne, dass ich ja die Lastenhefte nicht kenne und was jedes Auto nun genau erreichen soll. Aber für mich vom Ranking her fühlt sich dieses X-Modell, der X1, sportlicher an als der Mini. Und das kann ja irgendwie für mein Gefühl jetzt eigentlich so nicht ganz sein. Und naja, das hat er dann taktisch genutzt. Und zum Schluss kam es so ein bisschen der Fahrwerkchef hat sich verteidigt da drin. Aber das hat man mir dann immer wieder erzählt, also unglaublich, dass dann der Träger vor versammelter Mannschaft dich fragt zum Fahrwerk und du dann, da hatte ich so das Gefühl und gespürt, naja, ich habe schon einen gewissen Stellenwert, wenn ich irgendwas sage, dann hatte schon Gewicht in dieser Runde. Und wurde es dann nochmal nachgearbeitet? Ja, es hieß dann irgendwann, da war irgendwas mit dem Dämpfer defekt, das haben die Fahrwerke übersehen und so haben die sich irgendwie dann im Nachgang da rausgewunden und ich glaube, er ist ja dann am Ende auch gut geworden. Und ich glaube, das ist ja auch das Wichtige, dass man Dinge rechtzeitig noch sag ich mal, anspricht in so einer Runde, weil das ist ja BMW, wir hatten ja die Möglichkeiten, so Dinge zu ändern. Und ich glaube, das Schlimmste ist in der Firma, wenn diese Offenheit fehlt und wenn so man sich abmauert in den Abteilungen, hinter den Wänden irgendwo was für sich behält. Und ich bin nun mal groß geworden in einer Kleinfirma, in der Motorsport, wo halt Dinge, da kann ich ja nichts vertuschen. Wenn Dinge am Wochenende kaputt gehen, dann sind sie kaputt. Und da kann keiner sagen, das war ich nicht oder da habe ich nichts mit zu tun, sondern man muss ja die Lösung finden und nicht irgendwie nur dahin blicken, wer schuld dran sein könnte. Ja, und auch wenn es weh tut, ist es immer besser, das vorher zu machen, als wenn nachher das aus dem Markt zurückkommt, oder? Ja, eben. Also das ist ja. Hast du das mal gehabt eigentlich, dass du bei Probefahrten schon im wirklich weiten Stadion, dass dein Motor immer wieder Probleme gemacht hat und ihr nochmal wirklich ganz tiefgreifende Änderungen vor Serienanlauf nochmal einbauen musstet oder ändern musstet? Also ein wirkliches Problem hat man mal zu meiner Motorradzeit, bevor der neue Vierzylinder anlief. Weil wir waren im Grunde mit der Entwicklung fertig. Es waren noch die letzten serienfallenden Bauteile, die wir erprobt haben. Und das ist dann immer die Phase, wo die Lieferanten in Stückzahl gehen. Weil man sagt ja, obwohl die Entwicklung ja noch in verhältnismäßig kleinen Stückzahlen bestellt, soll ja der Lieferant aus Serienwerkzeugen produzieren, um zu sehen, ob, sage ich mal, die Toleranzen und alles dann auf dem adäquaten Level liegen. Und wir hatten dann zum Schluss in der Erprobung tatsächlich Riesenprobleme mit dem Schlepphebeltrieb.
Und das war nun ausgerechnet der Trieb, den ich ja so favorisiert hatte, den wir unbedingt brauchen. Und da haben wir natürlich der Chef schon ein bisschen schief angeschaut und gesagt, was ist jetzt los? Und können wir dem vertrauen? Und warum ist es jetzt so? Und da war es einfach, unser Problem war, der Lieferant ist in Stückzahl gegangen. Die waren ja damals, es war ziemlich neu, dieses Thema, dieses DLC-Beschichten von Oberflächen wegen der Reibleistung und der möglichen Flächenpressung. Das kam eher zu der Zeit aus dem Rennsport. Und plötzlich hat sich diese Beschichtung gelöst. Und wenn die Beschichtung weg war, dann war anschließend die Nockenwelle, also der Nocken, abgeschliffen. Und jetzt hat man natürlich erstmal gesucht, ist es die Nockenwelle, ist da an der Härtung was schiefgelaufen, ist bei den Schlepphebeln was schiefgelaufen. Und dann haben wir zum Glück damals, oder schon aus einem gewissen Verdacht raus, haben wir einen zweiten Lieferanten uns gesucht, der normal Rennsportteile hergestellt hat. Haben angefangen, mit den Versuchsteile nochmal zu produzieren und parallel mit dem für die Serie vorgesehenen Lieferanten das alles nochmal zu analysieren, seinen Prozess. Da hat uns auch dann das Hauptwerk groß unterstützt da drin mit ihren Labors. Und wir haben das nicht 100% rausfinden können. Also so eine Oberflächenbeschichtung ist ein wahnsinnig komplexer Prozess. Man konnte schon sehen, dass teilweise die Teile, die am Rand seines Gehänges waren, wo er das beschichtet hat, dass die auffälliger waren. Aber wie gesagt, parallel hatten wir dann Schlepphebel von einem anderen Hersteller, die einwandfrei wieder funktioniert haben. Okay. Und das war so ein bisschen, also da gab es dann eine Nachrüstaktion nochmal und so ging das ein bisschen holprig in Serie. Ja, okay. Aber zum Schluss hat's gehalten und kam. Es ist, glaube ich, ein Teil, das dann nie mehr auffällig wurde. Ja, okay. Und man hat genau diese Schlepphebel dann auch in den Buchser übernommen, als wir dann nochmal den Zylinderkopf überarbeitet haben. Das war ganz interessant. Wir haben ja dann für den Buchser im Grunde auch einen Schlepphebelventiltrieb mit Radialvierventiler gebaut. Das ist diese relativ bekannte HP2, dieser immer noch luftgekühlte Sportbuchser, der ja immerhin zu der Zeit schon 133 PS hatte als luftgekühlter Motor. Der war ja auf dem Niveau von den Porsche GT3 Motoren zu der Zeit, was die Literleistung betrifft. Und der hat dann auch diese Schlepphebel bekommen und anschließend die ganze Buchser-Serie, bis dann der wassergekühlte Buchser kam. Und die findet man selbst heute noch. Also dieser Schlepphebelventiltrieb, der heute immer noch in der R12 verbaut wird, das ist quasi immer noch der Motor von der HP2, die den erstmalig bekommen hat. Also das heißt, man baut den jetzt mittlerweile seit fast 20 Jahren, zwar mit etwas verminderter Leistung, aber es ist immer noch genau das gleiche Konzept. Das findet man nicht so oft im Motorenbau. Das hat sich bewährt. Also bei Motoren, glaube ich, eher Seltenheitswert, so lange einen Motor zu produzieren. Als du bei BMW aufgehört hast, da hast du natürlich dich, glaube ich, verstärkt auch um Motorsportvorbereitung gekümmert. Und du machst jetzt ein ganz, ganz interessantes Projekt. Und so sind wir auch irgendwie zusammengekommen. Und zwar über die Firma Rheem. Ja, Rheem vom Re-Engineering kommt es als Kürzel. Ja, ich habe mich, nachdem ich bei BMW aufgehört habe, mehr wieder auch um den Rennsport gekümmert. Ich bin privat auch wieder gefahren mit meinen Söhnen zusammen, was ich auch heute noch hin und wieder mache. Und darüber habe ich Kontakt bekommen über die Firma KKN, wo einer meiner Söhne arbeitet, bei Munich Design. Da bin ich mit Philipp Hoffmann in Kontakt gekommen und der hat mir gesagt, magst mal mein Auto fahren? Ich habe da eins, das könnte dich interessieren. Und dann haben wir uns irgendwann getroffen. Ich bin in das Auto eingestiegen. Er hat mir das mit viel Vertrauen ein Wochenende lang geliehen. Das war ein umgebauter 964 mit Porsche GT3 Motor, mit dem 997 GT3. Und nachdem ich den wieder zurückgebracht habe, habe ich gesagt, na, wie hat's dir denn gefallen und so. Und
Und dann kam er tiefer ins Gespräch und dann hat er gesagt, na, eigentlich müsste man doch so einen Motor luftgekühlt darstellen, oder? Das wäre doch was. Na, ich sag, na ja, natürlich. Also wenn luftgekühlt ist natürlich der Änderungsaufwand. Wenn ich jetzt einen wassergekühlten Boxer in einen 911er, in den alten einbaue, das ist natürlich schon immens, was ich da an Durchbrüchen, um die vielen Wasserkühler da vorne einzubringen, was ich da vornehmen muss. Das ist natürlich schon extrem aufwendig, aber wenn man den luftgekühlt machen würde, das wäre natürlich schon eine Sache. Der wäre leicht, den können wir einfach umbauen und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Und dann kamen wir ja auf diese BMW zu sprechen, auf die HP2 und damals gab es das doch auch schon und der hatte ja auch ganz ordentlich Literleistung zu der Zeit und meinst du, Wolfgang, man könnte sowas probieren, man könnte sowas angehen? Und er sagt, naja, gib mir mal ein bisschen Bedenkzeit, so gleich möchte ich dir das nicht beantworten, aber ja, ich denke mal nach und dann habe ich mir das nochmal angeschaut, nochmal, was ich an Unterlagen so wusste und an Vorträgen gehalten habe über diesen Boxer und naja, wenn man das so mal überlegt, es müsste eigentlich schon funktionieren können. Und dann haben wir überlegt, wie könnte man denn so etwas aufziehen, wie man nur, dass es funktioniert, das zu wissen oder zu ahnen, reicht ja nicht. Und dann haben wir tatsächlich ein paar Leute nach und nach gefunden, die, sage ich mal, auch totale Porsche-Begeisterung hatten, Rennsportbegeisterung, Begeisterung für alte Fahrzeuge und die ein bisschen aus dieser Zeit kommen. Und nachdem wir diese Mannschaft zusammengestellt haben oder gefunden haben, wir gesagt, naja, eigentlich, jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen, gehen wir doch dieses Thema mal an. Und wir haben dann auch gleichzeitig überlegt zu sagen, wenn wir sowas machen, dann machen wir es ja nicht mit der Technik von 1990 oder 95 oder dem Jahr 2000, sondern wenn wir jetzt sowas machen, dann schauen wir uns wirklich auch nochmal genau an, was gibt es denn heute für Fertigungsmöglichkeiten, für Technologien, für neue, die man da einbringen könnte. Einfach als Herausforderung, aber um es entsprechend auch, sage ich mal, einen Motor zu kreieren, der dann auch wirklich funktioniert. Und nachdem wir da vieles analysiert haben von modernen Fertigungsverfahren, da waren noch manche Dinge für mich neu, da musste ich auch selber erstmal wieder ein bisschen umfragen, ein bisschen umtelefonieren bei Leuten, die ich noch kannte. Aber ich sagte, naja, das würden wir hinbringen, wir trauen es zu. Und es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, naja, Porsche hat damals, gab es ja diese Twitter-Motoren dann, wassergekühlte Köpfe, 959 und so. Ja. Und noch luftgekühlte Zylinder und später dann komplett wassergekühlt. Also wir sind sicher nicht in dem Sinne jetzt klüger als Porsche das damals war. Die haben auch viel probiert. Aber in Verbindung mit neuen Technologien und Dingen, Werkstoffe, die es heute gibt, Fertigungsverfahren, die es heute gibt, haben wir gesagt, ja, das könnte was werden, wo wir tatsächlich so einen Motor nochmal auflegen, der nach topmodernen Gesichtspunkten konzipiert ist und der dann als möglicher Kit oder als Gesamtfahrzeug verkauft werden kann. Und die Basis ist 964? Die Basis sind für uns erstmal die luftgekühlten Modelle. Okay. Und jetzt ist es so, da der Motor ja auch ordentlich Leistung haben soll, ist der Unterschied in der Porsche-Modellbauerei so, die eigentlich mehr vom Getriebe bedingt. Es gab früher ja die hauseigenen Porsche-Getriebe, die irgendwo, sage ich mal, Richtung 250, 300 PS geschwächelt haben. Dann kam dieses Getrag-Getriebe rein mit Ende der 3,2 Liter, mit Anfang des 964 hatten es dann alle. Das G50, und das G50. Und damit hat sich so ein bisschen
Hinten der Querträger hat sich geändert von der Radaufhängung und der Platz, wo das Getriebe da eingebaut werden kann. Also insofern richtet sich das jetzt primär erstmal an die Modelle 964, 993. Da soll dieses 1:1 reinpassen dann als Kit. Was aber nicht heißt, weil es gab früher viele Umbauten für dieses G50-Getriebe, auch in den alten F-Modellen, was also nicht heißt, wenn man diesen Schritt macht, dass man diesen Träger mitändert, dass dann mit diesem verstärkten G50-Getriebe man auch diesen Motor einpflanzen kann. Also wer jetzt nur halb hingehört hat, der sagt jetzt, die bauen einen luftgekühlten Motor in einen alten luftgekühlten Porsche. Nein, es ist der Motor vom 997 GT3, den ihr luftgekühlt habt und in die älteren Modelle einbaut. Also da ist schon ein bisschen mehr hinter. Da ist schon mehr dahinter, weil wir wirklich alle Teile nochmal anschauen von dem Motor. Natürlich ist der 997 jetzt ein Stück weit, also 997 GT3, eine gewisse Basis, aber wir beleuchten schon alle Bauteile. Was übernehmen wir, was machen wir jetzt selber für diesen neuen Motor, dass er tatsächlich, sage ich mal, einen Stand der Technik 2025 hatte. Mit Luftkühlung und Abgasreinigung und allem. Also mit weißt du, so Abgasreinigung, Abgasen, er soll all diese Dinge erfüllen können, natürlich verbaut im alten Auto, wo, sag ich mal, man jetzt nicht EU7 erfüllen muss, aber zumindest mal die Grenzwerte der damaligen Zeit. Und es soll darüber hinaus neben dem Motor auch das Thema Motorsteuerung, das wir vorhin angesprochen haben, das Thema Steuerung beinhalten, dass wir diesen Motor versehen mit einer eigenen Motorsteuerung, die so Features wie Schlupfregelung, Soundklappen, verschiedene Kennfelder im Fahrverhalten, die diese mit beinhaltet, einfach um den Fahrer zumindest die Option zu geben, auf modernem Stand der Technik in verschiedensten Stufen seine Schlupfregelung einzustellen, all diese Dinge variieren zu können. Er kann es natürlich auch ausschalten, aber einfach Technologie von heute, so nach dem Motto, wenn Porsche das, sagen wir 1990 oder 1980 gehabt hätte, diese Möglichkeiten, dann ist es dieses Fahrzeug, das Porsche wahrscheinlich 1990 gebaut hätte. Und wir können es eben jetzt mit diesen Technologien, aber natürlich auch nur in Kleinststückzahlen. Das muss man auch dazu sagen. Also wir verwenden Fertigungsverfahren wie Laser 3D-Drucken. Das sind Dinge, da dauern manche Teile eine Woche. So einen Zylinderkopf zu drucken dauert eine Woche, bis der fertig ist. Also das ist keine Technologie, mit der ich jetzt in Stückzahlen von ein paar hundert Fahrzeugen gehen könnte. Leistungsmäßig, wo liegt ihr da? Also momentan, wir waren noch nicht auf dem Prüfstand, aber wir haben natürlich Kalkulationen durchgeführt und unsere Erwartungshaltung ist, dass wir auf jeden Fall irgendwo bei 500 plus minus landen werden. Luftgekühlt. Luftgekühlt, möglicherweise. Das wird so ein bisschen die Resonanz dann zeigen der Interessenten, möglicherweise verschiedene Ausbaustufen dann anbieten am Markt. Aber auf jeden Fall dieses Niveau sollte der Motor erreichen. Und habt ihr auch hinten dieses klassische optische Layout mit dem Lüfterrad, mit dem kompakten hinten am Motor dran, oder wird das anders angeblasen? Also er ist luftgekühlt, er bedarf eines Lüfterrades. Und von der Seite her ist er optisch sicherlich irgendwo auch ein schön gestalteter, schön designerter Motor, der diese Heritage auch rüberbringt. Okay, weil es gibt ja beides. Es gab ja auch liegende Lüfterräder. Es gab auch liegende Lüfterräder, ja. Okay, also da möchte ich nicht zu viel verraten, okay, aber er hatte also ein Lüfterrad auf jeden Fall. Ich merke schon, du windest dich, da will ich jetzt auch gar nicht zu viel fragen, aber es klingt sensationell. Und diese 500 PS luftgekühlt hinzubekommen mit den heutigen Möglichkeiten, also ich finde diese Idee wirklich toll und ich will mich da jetzt nicht ranwanzen, ich bin nicht der größte Fan von Restomods, aber das, was ihr da macht, finde ich, klingt total cool und das Modell, das Auto, was man auf der Webseite sehen kann, ich verlinke das auch nochmal, sage es auch gleich nochmal,
das sieht halt einfach aus wie ein normaler 964. Und was du ja auch gesagt hast, ist, man kann die Autos umbauen und auch wieder zurückrüsten. Und damit hadere ich oft, wenn da so ein altes Auto umgebaut wird und das so Never Come Back mäßig ist. Aber das sieht wirklich toll aus, was ihr da macht. Und das klingt auch toll. Man sieht ja schon kleine Videos. Also, ja, man sieht erste Videos und ich muss auch sagen, vom Fahren, also ich war überrascht, schon letztes Jahr von dem Stand, wie weit das Fahrzeug gediehen ist. Wir entwickeln natürlich auch am Fahrzeug noch ein Stück weiter, was Fahrwerksabstimmung und vielleicht auch noch ein paar Anbauteile betrifft. Und sag ich mal, es soll einfach ein Paket werden, das der Kunde in verschiedenen Stufen so kaufen kann. Angefangen von einem Kit, das er möglicherweise sogar selber einbaut. Er kann sich das einbauen lassen. Er kann auch in sehr kleiner Stückzahl ein fertiges Fahrzeug erwerben. Und wahrscheinlich dann auch in verschiedenen Ausbaustufen. Er hat die Elektronik dazu, er hat Fahrhilfen dazu, wenn er das wünscht. Also sage ich mal, das kann schrittweise sich auch noch weiterentwickeln. Und dieser Motor ist luft- und ölgekühlt. Wobei ölgekühlt, das klingt jetzt immer so, alle luftgekühlten Motoren sind auch ölgekühlt. Also auch jeder Porsche-Motor hatte, jeder luftgekühlte einen Ölkühler drin, weil man einen Teil der Wärme, wie der Ölspritzdüsen im Motor, den musste man schon immer abführen über den Wärmetauscher. Also das ist grundlegend, dass man mechanische Wärme, aber auch Verbrennungswärme vom Kolben, die ja man in der Regel mit diesen Ölspritzdüsen, die von unten den anspritzen, um den Kolben zu kühlen. Auch da bringt man schon Wärme mit raus. Und wir haben diese Wärmeableitung mit Kühlöl nochmal ein bisschen verfeinert in diesem Motor. Sonst wäre es mit reiner Luftkühlung nicht gegangen. Aber wie gesagt, es bleibt eben in diesem Konstrukt. Wir brauchen nicht mehr als Luft- und Motoröl und ein Lüfterrad und Motorölkühler. Und damit ist dieser Umbau, die Umbaumaßnahmen relativ bescheiden, die der Kunde vornehmen muss. Und es bleibt einfach ein Motor, so wie er im Grunde früher auch war. Faszinierend. reencars.com, R-E-E-N-Cars.com geschrieben. Da kann man sich so ein paar Informationen schon darüber einholen, über den aktuellen Stand und auch Videos sehen. Da gibt's auch ein tolles Interviewvideo mit dir, wo du mit dem Motorrad da in die Halle reinfährst. Und also muss ich echt sagen, ich habe da wirklich Spaß gehabt, mir das anzugucken. Und da bin ich ganz gespannt, was daraus wird. Und wenn man mit den Autos mal fahren kann und wer damit fahren kann. Vielleicht ich ja mal. Also wir sind sehr zuversichtlich. Wir haben die Konstruktionsphase, diese Dinge sind vorbei. Wir haben die Berechnungen durchgeführt und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die Teile, Zulieferanten ausgewählt und so weiter. Da gibt es natürlich jetzt schon mehr zu tun, bis man die alle beisammen hat. Aber ich denke mal, Mitte des Jahres werden wir am Prüfstand sein. Auch da haben wir schon uns Optionen angeschaut und auch schon mit den Firmen hier gesprochen im Münchner Raum. Auch da werden renommierte Firmen dabei sein, die uns da prüfstandseitig unterstützen. Und dann geht die Fahrzeugerprobung los. Dann wird es auch nochmal spannend natürlich. Das läuft auch parallel, der Fahrzeugaufbau, dass dann diese ersten Motoren parallel in Fahrzeug gehen, auf die Rennstrecke gehen und dann natürlich auch die Prüfstandserprobung weitergeht. Und natürlich sagt man immer, wenn alles gut geht, aber wir rechnen fest damit, dass wir diese Erprobungsphase dann auf jeden Fall bis Herbst, bis Ende des Jahres abgeschlossen haben und dann guten Gewissens diesen Motor auch vermarkten können. Beeindruckend. Ein Porsche-Motor entwickelt, von dem man, der damals den McLaren F1-Motor entwickelt hat, gibt's auch nicht so oft. Wenn das nicht Werbung genug ist. Ganz sicher nicht, aber wie gesagt, ich habe ja selber auch so ein gewisses Faible schon immer für Porsche gehabt. Ja. Habe ja selber auch noch mehrere und von der Seite her ist es so immer angefangen von meiner Bewerbung ganz am Anfang bei Porsche und BMW war das immer so parallel vorhanden. Da nicht eins gegen das andere auszuspielen, sondern zu sagen, es sind beides ganz tolle Firmen. Absolut. Und ist ganz toll, diesen Querschnitt über dein Leben mal zu hören, weil da wirklich ein ums andere Mal das Herz höher schlägt bei den Motoren, an denen du gearbeitet hast. Und das war ein ganz, ganz toller Einblick in die Motoren- und Antriebsentwicklung der 80er, 90er und das Beste von heute, wie jeder gute Radiosender lebt. Vielen Dank.
Und jetzt fiel die letzte Frage, Mensch, die hätte ich fast vergessen. Die letzten 50 Liter, die wichtigste Frage. Die letzten 50 Liter Sprit, wenn das Rohöl mal ausgehen würde, in welchem Auto und auf welcher Strecke würdest du die verfahren? Oder in welchem Motorrad? Kannst du überlegen. Wäre beides eine Option. Also ich würde mich in der Tat, denke ich, für Vierräder entscheiden. Jetzt habe ich ja selber schon so viele tolle Autos und darf die ja immer noch momentan fahren, zum Glück. Aber ich denke fast, weil den McLaren, den bin ich ja nun doch nur ganz, ganz kurz gefahren. Ich glaube, ich würde mir dieses Auto wählen. Aber vielleicht würde ich tatsächlich abwechselnd dann sagen, bei 50 Litern, ich suche mir einen Fahrer aus der Zeit oder wen auch immer, der mich ein Stück weit fährt, und dann würde ich ihn auch ganz gerne selber probieren. Und ob ich mir jetzt den Nürburgring auswählen würde bei dem potenten Fahrzeug, weiß ich nicht so recht, ob ich die... Ich würde vielleicht erstmal mit der Grand Prix-Strecke anfangen, um da mir nicht selber in die Hosen zu machen. Ein guter Kompromiss. Vielen, vielen Dank. Ja, bitte, danke. Das war Wolfgang Nese Teil 2. In den Shownotes findet ihr nochmal die Links, über die wir hier sprechen. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wenn ihr zu den ganz frühen Hörern gehören wollt, dann abonniert doch die Alte Schule in eurem Podcast-Player und die Folge wird automatisch auf euer Handy heruntergeladen. Außerdem freue ich mich, wenn ihr die Alte Schule bewertet mit einem Stern oder vielleicht auch mehreren. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare schreibt, das könnt ihr zum Beispiel im Podcast-Player bei Spotify machen. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de